Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei. Och, so, das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Sag mal. So, das gibt's doch nicht. Hey. So, mal langsam reicht's aber jetzt. So, was spinnt ihr? Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt seht ihr auch mich. Und wir spielen heute wieder ein bisschen The Whispered World, dem ersten Teil von Silence. Und der liebe Otto hat schon gesagt, 3. Advent heute. Ja, geht nicht mehr lang und dann ist Weihnachten. Ein Weihnachtsspecial kann ich leider keins machen, weil ich da nicht zu Hause bin. Oder vielleicht doch, ne? Ich weiß nicht. Erst spät abends auf jeden Fall. Nächste Woche auf jeden Fall einen 24-Stunden-Stream von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens vom 17. auf den 18. Das wird noch lustig und heavy. So, wir spielen ja hier mal wieder The Whispers und weiß gerade momentan nicht, was ich tun soll. Ich muss irgendwie... Ich muss ja irgendwie... Ey, wieso hast du keinen Ton? Bin ich jetzt ganz blöd oder was? Was ist hier los? Sprache. Hä? Was ist denn hier passierte? Nochmal. Kannst du jetzt... Kannst Was du sind jetzt... das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Er kann sprechen. Sehr gut. Ja. Das Problem habe ich aber immer noch. Ich bevorzuge stilles Wasser. Ja, dann bevorzugt du stilles Wasser. Zurückschwimmen steht ganz unten auf der Liste meiner Optionen. Irgendwo zwischen Freitod und Weltuntergang abwarten. Ja, dann...
Aha. Statue abfackeln. Hier ist es hell genug. Ich kann die Inschrift auch ohne weiteres Licht gut entziffern. Ach, du Arsch. Ich weiß nicht, was das bringt, die Kerzen auszumachen und dann wieder anzumachen, aber... Sie erinnert mich an das Grab. Ja, okay. Ja. Bimmel lassen wir mal lieber, oder? Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger eingehandelt. Ja. Also wir haben die Perle, wir haben... Bringt es was, die Perle ins Wasser zu schmeißen? Nee, oder? Also wir müssen auf jeden Fall die Fabrik hier in Betrieb nehmen. Und auch das weiß ich nicht, wie es geht. Anzeige, Anzeige, Anzeige. Und das ist ein Rad. Ein Rad? Wofür das wohl gut ist? Ja, was steht denn auf dem Rad? Nein, das ist kein Zahnrad. Okay. Kein Zahnrad. Komm schon. Come on. Hallo. Ah ja. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Und wie kriege ich die Fabrik zum Laufen? Hier kann ich ja gar nichts tun. Na komm. Oh, habe ich schon. Hierbei kann mir Spot nicht helfen. Es hat weder mit Nahrungsaufnahme noch mit Zerstörung fremden Eigentums zu tun. Spot scheint nicht beeindruckt. Da sieht man mal, wie wenig er davon versteht. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehen würde, aber doch genug, um zu erkennen, dass es beeindruckend ist. Spot, da sieht man mal nicht, dass aber doch... Also das sagt er wahrscheinlich bei Spot jedem, scheint ne? nicht, da sieht nicht, aber doch... Ja, das war also nicht ganz... Irgendwie muss ich die Fabrik hier in Gang bekommen. Aber wie? Also ich muss sagen, der zweite Teil war einiges einfacher als der erste. Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Khalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Na, Khalida, ja, finden. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Und dann... Ne, macht er wahrscheinlich auch nicht mehr. Das Horn ist jetzt frei, aber ich habe trotzdem nicht genug Puste. Verfluchte Asthma-Lunge. Ja, als hättest du Asthma. Nicht, ich habe Bando schon genug Ärger. Ja, nee, das geht auch nicht mehr. Da sind wir durch. Wir müssen irgendwie... irgendwie eine Möglichkeit haben, die Fabrik wieder in Betrieb zu nehmen. Aber wie? Man sagt, dass Blumen besser gedeihen, wenn man mit ihnen redet. Ich habe es ausprobiert und... Naja, vielleicht hängt es auch vom Gesprächsthema ab. Was sind das noch gleich für Vögel? Was sind das noch gleich für Vögel? Putzige Tierchen.
und sehr musikalisch. Ruben hat Angst, dass ihr Gesang Khalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Mulachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Ja, aber wenn ich die Kerzen ausmache, dann bringt mir das auch nicht wirklich viel. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Oder kommt es darauf an, wie man die Lichter ausmacht? Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, Mutter Natur! Hier wird mit Muskel und Maschinenkraft ein Meisterwerk übertroffen! Bando, ich warne dich! Nichts hält ewig. Wie kriege ich die Fabrik wieder Vergiss zum es. Laufen? Schon passiert. Noch was? Nein, bis später. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Ruhe da unten! Ich muss irgendwie ein Zahnrad, Taktstock, Zettel. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Hallo, Naja, Mikolein, dafür herzlich kann ich willkommen lustige auf dem Geräusche mit der Stream. Achselhöhle machen. Schön, dass du Das ist ja eingeschaltet auch was. hast. Oh je. Well, kann ich das Bando geben? Kannst du hiermit was anfangen? Das sind meine Aufzeichnungen. Ich hatte versucht, das Lied der Yakis auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Sie haben es früher immer gesungen, als sie sich noch vorne zum Anleger getraut haben. Aber Ruben hat es mir wieder verboten. Er meinte, das Lied würde Khalida aufwecken. Er kann es einfach nicht. Ja, du auch nicht. Ach, Mann. Hab ich ein... Hä? Habe ich da ein Zahnrad schon drin? Oh Mann. Drück nur mal einmal und dann wird es auch besser gehen. Nichts. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Ach, hier fehlt ein Zahnrad. Nimmst einen Feuerstein. Das geht auch. Nee, eigentlich Ich nicht. verstehe zwar nicht viel davon, aber ich glaube, was hier fehlt, ist ein weiteres Zahnrad. Ja. Und das eine. Ah, das eine ist Nein, das Zahnrad wie ich. Als Zündholz ist er vollkommen ungeeignet. Nein. Die Perlen haben ihre ganz eigene Musik. Man kann sie regelrecht funkeln hören. Ach Gott. Halbes Zahnrad. Ja, Tür, die funktioniert nur, wenn das Teil hier geht. Kann ich da eventuell dem hier die Perlen geben? Was hast du da? Eine Perle? Ich hoffe für dich, dass es keine von Rubens Perlen ist. Er würde durchdrehen, wenn er merkt, dass sie meine fehlen. Das heißt, warte mal. Oh, ich muss los. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ist nicht von ihm.
Was habe ich denn hier noch? So viel. Habe ich hier noch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas zu tun? Lieber nicht. Ich wette, das Tier kann die Perlen wittern. Wenn ich die Perle irgendwo verstecke, dann sicher nicht direkt unter Rubens Nase. Doch, genau, weil das wird das sie nicht suchen. Auf keinen Fall. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Nein. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Keine Ahnung, was ich hier tue. Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht wecken. Ich sollte lieber nicht zu viel. Ich will Ruben nicht wecken. Was für ein Krokodil. Nagel. Ups, Vorsicht! Da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Kannst du den nicht nehmen? Aber ich mache das jetzt lieber nicht. Ich würde nur Ruben aufwecken. Bett. Gläser. Truhe. Ach Gott. Ich komme nicht Nein, weiter. das würde nur die Stimmung zerstören. Ich will diesen Anblick genießen. Die Perlen haben ihre ganz eigene Musik. Man kann sie... Mano! Ich weiß nicht mehr, was tun. Ich bin am Ende. Wow! Wow! Das sind jetzt wohl nur noch 9.999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. Das Bett quietscht. Wieso Warum? quietscht es nur so seltsam? Mal die Maus aufs Bett. Mäuse quietschen anders, oder? Das ist auch so ein Vogel, wenn du mich fragst. Die lege ich nicht zurück. Sie gehört jetzt mir. Boah. Das Quietschen hat eine seltsame Melodie. Na, hopp. Das Quietschen hat eine seltsame Melodie. Auch das geht nicht, Ich verstehe Mann. ja nun wirklich nicht viel von Musik, aber dass man einen Dirigentenstab nicht auf diese Weise benutzt, so viel weiß ich noch. Ja, wollte ich ja auch nicht. Mensch, Cedric. Um das... Seltsam. Ach Gott, Allah. Meine Güte. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Ja, du sollst ja auch nicht rausschleppen, du sollst draufstehen. Ich glaube, Ruben würde... Und mein... Kollege, drauf mit dir. Dieser Stuhl steht hier offenbar nur zur Zierde. Das und um Besucher zu verspotten, die gezwungen sind zu stehen. Oh Mann. Ich kann die Kerzen ausmachen. Wenige Minuten später sind sie dann wieder an. Wieso? Ich verstehe es nicht. Früher waren sie recht knifflig mit den Spielen. Habe ich alle Kerzen eigentlich hier ausgemacht?
eigentlich schon, ne? Aber irgendwie... Ich nenne mein Werk Glockenseil. Das ist vielleicht nicht besonders einfallsreich, aber es trifft den Kern der Sache. Du sagst ja auch nicht, dass... Ich nenne mein Werk, es ist... Ach ja, nicht drüber reden, sondern... Nicht noch einmal. Ich habe... Mano! Also die Kerzen aus... Habe ich denn noch eine vergessen? Wahrscheinlich ist das schon gar überflüssig, was ich hier mache, weil wir müssen sie zuerst mal hier unten hinbekommen. Glaube ich. Gute Nacht, Mama. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Ich probiere jetzt einfach mal was. Die versenke ich lieber nicht im See. Sie könnte von einer Auster gefressen werden. Ach nee. Die Statue sieht nicht so aus, als würde sie sich mit einer Perle zufrieden geben. Na, oben gibt es ja noch mehr, also holen. Ach Gott, Leute. Die Mäuse bei uns im Wohnwagen lieben Papier. Wählerisches Biest. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Ist jetzt ziemlich doof. 5 Noten und 5 Arme. Dafür bräuchte ich eher eine... 5 Noten und 5 Arme. Diese Statue ist wie ein Dirigentenpult. Leider fehlt das Orchester. Ich kann ja an der Statue eigentlich nichts machen, ne? Außer halt, Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren 100 Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. ja. Nix. Hier leuchtet es wieder, ja. Ist eine blöde Idee, aber... Das habe ich hier hingehängt, um die Glocke zu läuten. Reicht das etwa nicht? Nein, reicht nicht. Ich bin kurz vor der Verzweiflung. Es ist wahrscheinlich sowas von einleuchtend, was wir machen müssen, aber ich komme momentan gerade nicht drauf. Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Ja, so meinte ich das ja eigentlich auch nicht, wo ich gesagt habe, du sollst die Schaufel in die Hand nehmen. Nicht nötig. Ich schätze, sie sind nur dafür da, um Leute zu beeindrucken, die keine Ahnung von Fabriken haben. Ach ja, kriegst du das endlich hin? Es ist sicher irgendwie sau simpel, aber Die ich Achse sehe muss es. nicht geschärft werden. Ich komme nicht Puh. drauf. Pure Zeitverschwendung. Pure Zeitverschwendung. Ja, ja. Finde ich nicht, aber ja. Pure Zeitverschwendung. Irgendwas müssen wir doch mit der... Pure Zeitverschwendung.
Ich sollte mich erst über die hiesige Kultur informieren, bevor ich willkürlich Opferrituale durchführe. Das gibt sonst nur wieder Ärger. Ja, hast ja recht. Ich mag es ja nicht, wenn die Spiele so schwer sind. Ohne Spaß. Ich nehme mal die Leiter wieder mit. Ich meine, die brauche ich momentan hier, glaube ich, nicht. Oh Mann. Irgendwas übersehe ich doch hier. Ich weiß nur nicht was. Spot hat keine Angst vor Feuer. Er hat vor kaum etwas Angst. Ich glaube, ihm fehlt die Fantasie. Oh. Oh. Nicht nötig. Das lässt sich... Oh Manno. Auf diese Weise lassen sie sich nicht benutzen. Ich schätze, sie sind nur dafür da, um... Ey, das kann's doch nicht wirklich sein. Nein, die Leiter brauche ich nur, um an entfernte Dinge ranzukommen. Der Stein ist bereits scharfkantig genug. Du hast ja auch nicht... Damit kann ich hier nichts ausrichten. Mann, oh Mann, oh Mann. Und nun? Was kann ich denn mit dem Stuhl machen, Mensch? Ich demoliere keine Sitzmöbel. Dafür sitze ich einfach zu gerne. Ja, ja, ich auch. Sie ist noch nicht müde. Also wie sie da liegt, schon. Ja, ich weiß. Haha, meine Beine sind kurz. Okay. Oh Mann. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Du sollst es auch nicht verstopfen, du sollst es spielen. Ich will es nicht noch... Ah! Die Perlen haben ihre ganz eigene Musik. Man kann sie regelrecht funkeln hören. Ich hör's nicht. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Siehst du diese Perle, Spot? Das ist deine Zukunft. Was deine Zukunft? Magst eine Maus? Pass. Ich bezweifle, dass die Maus genug Puste hat, um das Nebelhorn zu blasen. Versuch trotzdem mal. Mann. Ich mag's ja, wenn es so tricky ist, aber nicht so tricky. Was haben wir übersehen? Was fehlt? Was müssen wir noch tun? Was haben wir vergessen? Die Insel scheint bewohnt zu sein. Von hier aus wirkt alles ganz ruhig, fast schon idyllisch.
Den versenke ich lieber nicht im See. Er sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. Oh, Kollege, du sollst Was es soll ja das auch nicht. werden? Eine Tonleiter? Zum Beispiel. Die Leiter ist nicht lang genug, um ans andere Ufer zu gelangen. Ich sitze hier wohl vorerst fest. Du sollst ja auch nicht, Mann. So groß ist die Statue nun auch wieder nicht. Nein, die Leiter brauche ich nur, um an entfernte Dinge ran. Cedric, langsam machst du mich wütend. Man versenkt keine wehrlosen Tiere. Sie gehören zum Wunder der Schöpfung. Ach, ich beginne Bens wütende Monologe zu vermissen. Moment, so wehrlos ist sie ja nicht. Schwimmen kann sie ja. Die Schaufel ist nicht dreckig? Oder muss ich... Die versenke ich lieber nicht im... Sie könnte noch nützlich werden. Muss ich eventuell... Da leuchtet das Feuer immer noch. Muss ich Boso oder Bodo... Ne, Boso heißt er, glaube ich. Nee. Ach man, wie heißt denn der? Doch, Boso heißt er. Muss ich dem eventuell... Bandu, Entschuldigung. Boso war bei Deponia. Muss ich dem eventuell die Schaufel geben? Hast du Verwendung für diese Schaufel hier? Im Augenblick nicht. Die Fabrik ist geschlossen. Ja, dann mach ich Vorerst wieder auf. werde ich wohl keine Kohlen mehr schippen. Dann mach sie doch wieder auf. An die Kerze komme ich da. Ich könnte den Diebstahl Bando in die Schuhe schieben. Das wäre zwar lustig, aber unter meinem Niveau. Nein, es hat viel Mühe gemacht, sie zu fangen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Du hast die Maus gefangen. Sehr gut. Vielleicht wird das endlich mal ein Winter ohne Löcher in den Socken. Ach ja. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle Arbeiten sind erledigt. Du bist mir eine Hilfe, Kollege. Du bist mir eine Hilfe. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Du bist mir eine Hilfe. Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich bin am Verzweifeln. Nein, wie ich. Wo finde ich denn das andere Teil? Das scheint tatsächlich zum Türmechanismus zu gehören. Aber es ist kaputt. Ja, dann sagen wir, wo es repariert werden kann. Bandu, hilf mir mal. Dieses Zahnrad hier scheint kaputt zu sein. Ich weiß. Es müsste eigentlich geschweißt werden. Aber das hat Zeit. Solange die Fabrik stillsteht, funktioniert der Mechanismus ohnehin nicht. Also, Fabrik in Bewegung setzen, Zahnrad reparieren. Das sind so unsere zwei Aufgaben. Wie machen wir das? Oh. Blumen sind wirklich zu überhaupt nichts zu gebrauchen. Außer vielleicht, um darauf hinzuweisen, wie zerbrechlich und vergänglich das Leben doch ist. Und ich darf mir die Leiter wirklich ausleihen? Ja, nur zu. Ach Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe. Oh oh.
Was? Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Bando! Bando! Wirf sofort die Fabrik wieder an! Bist du schlecht? Bando! Ernsthaft? War das jetzt wirklich das... Na. Wie scheiße einfach ist denn das Mensch? Mann! Ich hätte nur den Typ wecken müssen und schon läuft die Fabrik. Ich sage ja, es sind die Kleinigkeiten, die... Es sind die Kleinigkeiten. Ja, und... Nein, das ist kein... Hä? Wo ist denn Bandu? Okay, jetzt sind wir schon einen halben Schritt weiter als vorher. Gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Ruben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Ach, das ist kein Problem. Da habe ich eine dabei. Ich habe dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik. Das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Nee, aber jetzt machen wir alle Kerzen aus. Und irgendwo müssen wir noch ein Zahnrad finden, um das Zahnrad zu reparieren. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger eingehandelt. Ach komm jetzt, der ist doch an der Fabrik, der macht doch Lärm schon so genug. So, weiß nicht, ob das was bringt, aber die Vögel oder was das auch immer sind, die haben ja Angst vor dem Licht. Und darum puste ich mal alles aus. Gute Nacht, Mama. Ja, ja. Gute Nacht, Mama. Und jetzt? Sind da oben wieder die Kerzen an? Ich krieg ne Zwiebel. Aber ich gehe mal, glaube nachher in die Fabrik rein. Könnte sein, dass wir da noch was bekommen oder noch zu tun haben. Und der Typ soll mal die scheiß Kerzen auslassen.
Scheiß Mönch. Oha. Oha. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe. Aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Das ist wahr. Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, damit werden Perlen gepresst. Nur so eine Vermutung. Aha. Kaputtes Zahnrad. Da liegt's ja. Entschuldigung, dass ich immer so niese oder husten muss. Aber momentan... Da unten gibt es noch einen weiteren Raum. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Und dafür haben wir die Leiter, oder? Ich will einfach mal. Oha. Oha, okay. Ventilator. Das muss jetzt erst einmal warten. Wenn ich den Weltuntergang abgewendet habe, kann ich meine Hand immer noch in schnell rotierende Metallscheiben halten. Ich finde kaum etwas faszinierender als große Feuerstellen, die fröhlich durch die Flammen tanzen, während sie lustig knisternd alles verschlingen. Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen heute schon genug Ärger bekommen. Oh, Entschuldigung, Mensch. So, okay, hier unten gibt es nichts. Da kommen wir, lassen die Leiter mal hier. Und wir haben ein Zahnrad. Ich weiß nur noch nicht. Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Da fehlt kein komplizierter Mechanismus. Nein, aber... Okay, dann... Ach, hier haben wir ja auch noch Kerzen. So, die Kerze kriege ich nicht aus. Naja. Einmal kaputtes Zahnrad. Einmal kaputtes Zahnrad. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Du sollst es ja auch reparieren, du Blödmann. Nein, das Zahnrad... Wie? Oh, Leute. Okay. Ja, schweißen tut man mit Wärme. Aber wo und wie und was? Ich meine hier... Ah, warte mal. Blöde Idee, ich weiß, aber... Vielleicht klappt's. Nein, nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Ja, das heißt ja auch nicht.
Nicht nötig. Das... Ja. Oha. Sollen wir hier unten? Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Ja, super, das geht auch Vielleicht nicht. würde die Glut des Hochofens, aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere... Als Zündholz ist er vollkommen ungeeignet. Finde ich jetzt Da nicht. fehlt- Da fehlt kein komplizierter Mechanismus. Nächste Herausforderung. Sie drehen sich bereits ohne die Hilfe zusätzlicher Zahnräder. Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen heute schon genug Ärger bekommen. So, wie kriege ich die zusammengeschweißt? Hier kann ich ja nichts machen, außer nichts. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe. Aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Ach Leute. Ich will mal kurz verzweifeln. Wie kriege ich jetzt die zwei Zahnräder zusammen? Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger. Der macht doch jetzt sowieso schon Lärm, Mensch. Junge, Massa kompliziert. Wieso leuchten denn hier wieder die Kerzen? Ach Mann. Doch zum Verzweifeln. Also ich denke, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Yakis da hier hinbringen. Aber wie machen wir das? Gute Nacht, Mama. Das ist die Frage, die wir uns fragen. Und die nächste Frage lautet, wie Gute können Nacht, wir Mama. das Zahnrad reparieren? Lecker Papier. Nein, du sollst singen. Er kann es einfach nicht. 5 Noten und 5 Arme. Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Was ist denn das für eine blöde Anspielung, lieber Cedric? Kaputtes Zahnrad, kaputtes Zahnrad. Wäre doch mal cool, wenn man sie einfach mal zusammenlegen könnte. Es ist kaputt. Nein, was du nicht sagst. Es ist kaputt. Hilfe! Da fehlt kein komplizierter Mechanismus. Hilfe! Ich bin echt kurz am Durchdrehen. Am liebsten würde ich all die Kerzen
reißen und wegschmeißen. So. Ich weiß auch nicht, für was das wir eine Axt brauchen. Zudem weiß ich gar nicht, von wo das wir die schon haben. Ich sollte nicht anfangen, aus lauter Verzweiflung Sachen zu verbrennen. Auf diese Weise habe ich damals meine Ameisenfarm verloren. Du sollst sie ja auch nicht verbrennen, du sollst sie ja auch nur heiß machen. Ich sollte nicht anfangen, aus diese Weise... Ach, Kollege! Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen... Oder sollte ich jetzt die fehlende... warte mal. Die fehlende Perle oben wieder hinlegen, dass er die... Ja, nee. So viel Aufwand für so eine blöde Kugel. Mäuse, Igitt. Ich sollte mich erst über die hiesige Kultur informieren. Das gibt's uns. Ja. Nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, Ich will ja auch nicht, die dass du Axt die... ist noch scharf. Die muss nicht Herrje. Stellen wir uns ein bisschen doof an heute, kann das sein? Nein. Auf die, wenn ich raten... Doof mal eine Frage. Oha. Warum gehen wir nicht hoch und reden mit dem Typen da? Vielleicht kriegen wir ja da noch einen Hinweis. Andere Frage noch. Wie kann denn bitteschön der Mönch... Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch? Siehst du nicht, dass wir zu tun haben? Wieso? Was ist denn los? Was los ist? Mir wurde eine Perle entwendet. Das war bestimmt dieser Unruhestifter Mulachai. Wenn ich den erwische, dann wird der zu Hundefutter verarbeitet. Hörst du, Kerik? Dann gibt es Frischfleisch. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Ich weiß ja nicht, ob der mir helfen kann. Hey! Das sieht aus wie Fabrikeigentum. Ich hoffe, du läufst hier nicht rum und lässt irgendwelche Sachen mitgehen. Nein, das muss ein Zufall sein. Wehe, wenn doch. Ich beobachte dich. Wenn du schläfst, genau. Was soll ich damit? Warum verschwendest du meine Zeit? Keine Ahnung, was du damit sollst. Was soll ich damit? Essen? Was? Warum verschwendest... Singen? Was soll ich damit? Warum Schleifen? Hey! Das sieht aus wie Fabrikeigentum. Ich hoffe, du läufst hier nicht rum und lässt irgendwelche Sachen mitgehen. Nein, Ach so. das muss ein Zufall sein. Wehe, wenn doch. Ich beobachte dich. Ja. Das sieht auch nicht furchtbarer aus als mein Leben. Oh, Leute. Man sagt, dass Blumen besser gedeihen, wenn man mit ihnen redet. Ich habe es ausprobiert. Vielleicht hängt es auch... Ah, Moment. Wir könnten doch eigentlich noch etwas schauen. Und zwar... Nehmen wir jetzt die Leiter wieder mit. Boso kommt... Bandu... Wieso will ich immer Boso sagen? Bandu kommt sowieso ohne Leiter wieder hoch. Ist ja auch ohne Leiter runtergekommen. Oh.
leider mit dem Fenster verbinden. Dann kommen wir nämlich ungehindert dahin. Ja, dann gehen wir mal einen Stock weiter hoch und schauen mal, was sich da jetzt getan hat, seitdem die Fabrik läuft. Nix. Nimm das Bett. Eine reicht mir. Ich glaube, ich habe die schönste von allen erwischt. Bist du wählerisch, Mensch. Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? So aber. Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit... Mann, du bist doch ne... Wieso quietscht es denn? Hallo? Seltsam. Wie seltsam? Was soll das seltsam sein? Hallo? Seltsam. Du bist gleich seltsam. Das sind jetzt wohl nur noch 9.999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. Hier, das Licht solltest du ausmachen. Das Licht, das Licht, das Licht. Ich frage Ruben später, was es damit auf sich hat, vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Ja, eine hilfende Hand von eurer Seite wäre jetzt gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie spät es ist. Ah, wie ich es mir dachte. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. Die Gelehrten nennen unsere Welt Silence. Ich nenne sie Hort der Sinnlosigkeit. Leute, ich brauche Vorschläge. Ich weiß da momentan echt nicht weiter. Ich hatte mal eine mechanische Aufziehmaus, aber Spot hat sie gegessen. Eine Woche lang ist er überall gegen gedotzt. Gedotzt. Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Und dann käme ich nie... Oh ja, wenn du es nicht zu lang dran hältst, wird es auch nicht geschmolzen, lieber Sedgwick. Ich sollte die Leiter eigentlich wieder mitnehmen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei. Oh, so, das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Sag mal. So, das gibt's doch nicht. Hey. So, mal langsam reicht's aber jetzt. So, was spinnt ihr? So, also leider nehmen wir jetzt. Und gehen nochmal runter. Also irgendwas. Irgendwie müssen wir die Zahnräder zusammenkriegen.
Sarah wäre jetzt nicht schlecht, wenn sie jetzt da wäre. Die könnten mir ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen heute schon genug Ärger bekommen. Ich war der erste Kuh in meiner Karriere als Langfinger. Das ist wahr. Hier ist genau der richtige Ort, um sich die Hände aufzuwärmen oder um sich wahlweise Brandblasen zu holen. So wie ich Bando kenne, hat er was dagegen, wenn man ihm Arbeit abnimmt. So wie ich dich kenne. Mann, wie kannst du denn... Ich sollte auf diese Weise habe ich damit... Okay, es klingt zwar bescheuert, aber... Nicht nötig. Er hatte bereits eine Überdosis. Ich sollte ihn da nicht zu nah ranlassen. Am Ende wird er noch ausgepustet. Spot, er wird von einer eigenartig naiven Selbstzufriedenheit angetrieben. Mann! Kann doch echt nicht sein, dass das so schwer ist, Leute. Spot freut sich vermutlich über seine neue Fähigkeit. Ja, ich auch. Du, Spot, ich habe den Eindruck, um Khalida zu finden, müssen wir hier mal ordentlich Radau machen. Ja, das macht dir Spaß, nicht wahr? Das denke ich mir. Wir auch, vor allem wenn ich nicht weiterkomme. Wie kann man was schweißen, liebe Freunde? Eigentlich schon mit Feuer? Vielleicht könnte Spot das Zahnrad schweißen, aber dafür bräuchte ich zuerst einmal die zweite Hälfte. Habe ich doch schon. Nein, wie ich. Ach so. Ach so. Naja, ich sage ja, es ist ja eigentlich relativ immer einfach. Man muss nur irgendwie drauf kommen. Man sucht irgendwie zu weit. Na dann wollen wir doch mal sehen. Hä? Hä? Habe ich? Halterung, Halterung.
Stell mal bitte schön dahin. Also dementsprechend. Das hier muss. Nicht. Ach, hier hat es 2. Hä? Also, zeig mal, was passiert denn jetzt? Zumindest bewegt sich schon mal was. Aber irgendetwas scheint mit den Zahnrädern dort noch nicht zu stimmen. Ja, ja, zeig mal, geh mal auf die Seite. Nö, das bewegt sich auch nicht. Du bist zu groß, ne? Also, du bist eigentlich richtig da. So. Ach so. Ich habe verstanden, wie es geht. Ah, das ist mühsam, das... Ha. Ha. Wow, geschafft. So, und... Oh ja. Neue Gegend. Wir schauen uns die Hütte mal an. Eine Hütte, wer da wohl wohnt? Tja, das werden wir raus, wenn wir reingehen. Hallo? Ah, komm rein. Komm rein. Ach, der Mönch. Mulachei. Sprechen wir. Nett hast du es. Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung. Aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Khalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Khalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt. Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Na super, jetzt habe ich Nasenbluten. Ja. Und das beim Livestream. Ah ja, das ist live. Wie meintest du das vorhin? Ich habe Khalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Dann war das so. Jetzt habe ich ein Nastuch in der Nase.
Wo finde ich Khalida denn jetzt? Khalida ist immer unter uns. Wirklich? Ach, Scheiße. Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. So. Ist es machen wirklich gleich mal zu viel Pause, verlangt, weil ein einziges Mal eine klare Auskunft das zu geht bekommen? so gar nicht. Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? So, wir machen mal schnell einen kleinen Break. Ich melde mich gleich wieder. Ihr könnt ein bisschen Musik hören.
So, da bin ich wieder. Das Nachbluten hat aufgehört. Das ist schon mal gut. Und, ja. Genug von Khalida. Wie du willst. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Khalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Khalida aufwecken. Kurz gesagt, ja. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merk dir das. Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damespiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Ach ja. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, ja. was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Was? Ja, so wie die jetzt momentan stehen. Muss ich denn da jetzt? Hä? Was muss ich denn machen genau? Ich komme nicht ganz nach. Ach so, okay, ich muss die so platzieren, dass nee.
Ist wirklich schwierig. Okay, es war vorhin nur einer, der nicht richtig stand. Ja, komm, hopp. Ich würde gerne ein Reset machen. Geht nicht. Mann, das ist ja... Nein, Minispiel nicht überspringen. So. Und jetzt sind wirklich nur noch die zwei. Das ist ja Mist. Wenn wir jetzt alle quasi um eines nach vorne verschieben. Kriegen wir hin. Kriegen wir nicht hin. Flixt. Also, die Damen können so schlagen, so schlagen, so schlagen und so schlagen. Das ist eben das Doofe, weil die über alle drei Seiten gehen. Machen wir mal alle hier auf eine Reihe.
So. So. Jetzt da geht's nicht. 1, 2, 3. Und dann ist vorbei. Oder? Wo gehe ich jetzt mit dem hin? Den draußen. Irgendwie muss das gehen. Also braun, weiß. Nee, braun. Weiß. Braun. Weiß. Hä? Eigentlich ist das hier schon noch die einzige Möglichkeit. Nee, ist es nicht. Boah, Schach wäre mir jetzt lieber, ohne Spaß. Das ist jetzt tricky, wirklich. Nee, das ist der gleiche Effekt wie... Mama. Scheiße. Von wo? Ah, von da.
Ganz schön tricky das Ganze. So, jetzt haben wir den noch. Der von dem Ecken hier. Ja, das Minispiel ist jetzt extrem schwer. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Felder auf 8 Felder. Das kann nicht gehen. Acht geteilt durch 8 sind 1. Haha. Aber das Problem ist, die können ja überall hin. Du musst mindestens ein Feld Abstand haben und darfst nicht auf der gleichen Linie sein. Und wenn man boah, das Minigame ist ja echt schwer. Alter Schwede, hey. Nochmal alles auf eine Reihe. So, wir fangen in der Mitte an. Der weiteste Punkt. Hier. Hier. Hier hapert es schon. Hier. Machen wir den dahin und dich dahin. Durch wen wirst denn du? Ach, durch den da. Leute, das ist ja mega schwer. Alter.
Welches Feld ist noch frei? Das hier. Und hier wäre das hier noch frei. Und hier. Nee, das geht nicht. Alter, das ist wirklich noch tricky. Ich gebe auf. Hey, ich glaube, ich habe es geschafft. Die Damen können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Ja, ich hätte aber jetzt schon noch gern... Ich will ihn nicht stören. Er will allein sein. Das kann ich nur allzu gut verstehen. Ich hätte jetzt gern die Lösung schon betrachtet, also, ne, wie die Lösung wirklich wäre, weil ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, ganz ehrlich. Mulachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Kann ich mir eines von deinen Gläsern mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Blöd. Töpfe? Vielleicht? Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich habe nicht... Ja, ja, ist gut. Kann ich... Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Also, lieber Spotty, werd wieder mal normal. Alter, wie kommt denn der da hoch? Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus. Schwebt der da hoch, oder was? Naja. So, Yakis. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Khalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Ich weiß wie. Die Voraussetzung ist, dass ich diese Kerzen auspusten kann. Kann ich. Cool. So, jetzt macht das Ganze auch wieder Sinn. Ich bin schon recht gemein, hm? Lucky! So, hier haben wir noch Kerzen. Aber wie der von da hinten davon nach vorne gekommen ist, frage ich mich, wenn die Tür zu war. Na kommst du jetzt. So, ich habe ein gutes Gefühl, dass es jetzt weitergeht.
Auf jeden Fall haben wir es jetzt mal geschafft, dass die Kerzen ausbleiben. So. Gute Nacht, Mama. Gute Ich Nacht, habe Mama. jetzt nur 3 gesehen. Und jetzt? Wo sind sie denn jetzt? Da habe ich irgendwo noch Kerzen übersehen. Nee. Glaube ich nicht. Nein, das passt hier nicht. Das passt hier nicht. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Ich weiß wie. Nein, nein, ich lasse die Kerze lieber heil. Pure Zeitverschwendung. Ja, so wie du das jetzt momentan machst, ja. Ach. Okay. Ich weiß wie. Wegweisung. Na, wo sind sie denn jetzt? Jetzt sind sie wieder da hinten. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Khalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Ja, das frage ich mich momentan auch. Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Sie hier zum Singen zu bringen, würde gar nichts nutzen. Man hat sie ja extra hierher verbannt, damit sie Khalida nicht wecken. Irgendwie muss ich sie auf den vorderen Teil der Insel locken. Aber wie? Ja, das frage ich mich momentan auch, wie. Wie ja. Wie lockt man Yakis hier nach vorne? Eventuell? Der wird wahrscheinlich sagen.
Der wird wahrscheinlich jetzt sagen, nein. Nein, machen wir nicht. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger eingehandelt. Oh, Johnny. Sedgwick. Die Leitung ist doch da. Ach ne, die ist unten in der Fabrik. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich mache überall die Lichter aus und dann kommen sie, ne, kommen sie hin, Mensch. Ich störe ihn lieber nicht. Ja, ja, dann halt nicht. Tricky, tricky, tricky. Also echt, die Rätsel hier sind echt schwieriger als beim 2. Kommt mir echt so vor. Wie kriege ich das Licht aus? Gar nicht, ne? Mäuse quietschen anders, oder? Ja, ich weiß ja auch, was es ist, Mensch. Das wird auch noch eine extreme Herausforderung, sonst... Vielleicht kann ich mit der Kerze das Quietschen besser orten. Aber wo befestige ich sie, damit sie nicht umkippt? Nirgends? Oh Mann, oh. Nein, ich lasse die Kerze lieber heil. Boah, Leute. Ups. Wie kann der mit Licht schlafen? Sag mal. Hommeli, 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 hom. Hommeli, hommeli, hom, hom, hom. Habe ich noch irgendwo eine Kerze übersehen oder sowas? Sagt er wahrscheinlich auch wieder nein. Nicht noch einmal. Ich hab... Ich habe doch überall die Kerzen, wo ich konnte, ausgemacht. Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Hier ist es hell genug. Ich kann die Inschrift auch ohne weiteres Licht gut entziffern. Ja. Sie nutzt jetzt niemandem mehr was. Ich bevorzuge stilles Wasser. Ich bin wieder an einem Ort, wo ich hänge. Ich hänge.
Nein, ich lasse die Kerze lieber heil. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Wachsperlen? Wachsperlen? Ja, wieso nicht? Mäuseperlen? Igitt, igitt. Pure Zeitverschwendung. Die Perlen haben ihre ganz eigene Musik. Oh mein Gott. Wie kriege ich jetzt die Yakis hier nach vorne, Mensch? Licht ist aus. Wollen aber immer noch nicht mitkommen. Ja, das geht nicht, weil die Treppe wieder oben ist. Mann. So, Leiter nehmen und nach unten bringen. Ist sicher alles so simpel und einfach. Und wie wir Menschen halt sind, wir suchen viel zu weit. Hier ist es hell genug. Oh, wie wär's, wenn du einfach die Kerze anzünden würdest? Das ist sowas von nützlich. Wie war das noch gleich mit den Yakis? Es gibt genau 5. Sobald sie im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Khalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Bis später. Also wenn die 5... Wo ist dieser Yaki hin? Nicht nötig. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Irgendeine Falle müssen wir irgendwie bauen, also so, ich weiß es nicht. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Damit kann ich hier nicht... Mann, 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 Mann. Nicht nötig. Nicht nötig, ja, was nicht nötig?
diese scheiß Yakis, hey. Pure Zeitverschwendung. Ja, das sehe ich auch so. Oh nein. Schmeiß ihm den Stein an den Schädel. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Mann, wie kriege ich denn diesen scheiß Yaki hin? Und links und rechts und überhaupt leck. Leckiger Affe, Mensch. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich glaube schon, Mann. Ich bin voll und momentan am Hängen, hey. Ich bin momentan echt am Hängen. Ich weiß nicht mehr, was machen. Ich weiß echt nicht mehr, was machen. Wie ich diese scheiß Yakis da vorne zum Steg bekomme, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Dafür bräuchte ich eher... Dafür bräuchte... Nein. Die Axt ist noch... Die muss nicht... Muss ich Bäume fällen im Wald vielleicht? Macht zwar keinen Sinn, aber... Jetzt ist wohl kaum die richtige Uhrzeit, um im Wald Holz zu hacken. Ich könnte die gefräßigen Raubtiere dabei stören, unvorsichtigen Wanderern aufzulauern. Die Yakis haben auch Nagezähne. Nagevögel. Wo gibt es denn sowas? Ach, das sind ja Vögel, genau. Sie hier zu... Man hat sie ja extra irgendwie... Muss aber wie? Die Frage der Fragen, aber wie? Ja, frage ich mich auch. Ich will, wenn sie sich noch tiefer im Wald... Hallo, gefräßige Raubtiere. Hier bin ich. Moment mal. Das war vielleicht nicht so klug. Warum habe ich das überhaupt getan? Weil ich dir das gesagt habe. Ganz schön dunkel dort, mal abgesehen von den leuchtenden Augen gefräßiger Raubtiere. Irgendwelche Vorschläge von eurer Seite, was ich da machen könnte? Auch nicht, ne? Jo. Wenn die 5 zusammen sind, dann machen sie einen Marsch. Der eine ist beim Mönch
Ich nenne den jetzt einfach Mönch. Den müssen wir fangen. Und der andere ist beim oben, oh, ja, da wo die Perlen, die ganzen Perlen da liegen. Kann das sein, dass die von Perlen angezogen werden, diese Yakis? Damit kann ich hier nichts ausrichten. Nein, kann es nicht. Damit kann ich hier nichts... Oh, hat der noch hier drin irgendwas? Töpfe, Bett, Gläser, Gläser. Bis später. Es sind alle Kerzen aus, Mann. Nicht nötig. Die Tür ist bereits offen. Mach sie wieder zu. Hier ist auch alles aus. Vielleicht kann Ich lasse jetzt sie die besser, wo Blumen sie ist. nehmen. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Nein. Ben sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Break, weil ich weiß momentan echt nicht mehr weiter. Ich hätte mir so gewünscht, dass wir heute das Spiel fertig spielen könnten, aber nee. Wir gehen mal in die Pause, so 10 Minuten, und dann machen wir mal ein neues Spiel. Und zwar Motorsport Manager hätte ich mal wieder Lust. Jo, genau. Just one kiss, sweep me off my feet. It's a crime, I'll do the time. I'm a love junkie. A love junkie.
ask you just the same. I've been walking row by row, searching for your name. They tell me you sang just like me, but you never cared to make it big. A family man whose dream in life was his wife and his kids. I came here to ask for your permission to take your daughter as my wife, and I hope you're not rolling over in your grave, 'cause I will love her till the day I die. I will give her everything I have. The Lord knows that ain't much. I buy her expensive things, but she don't care about that stuff. And I'm not schooled in politics, I just don't give a damn about all that. But I've got ambition. For your permission to take your daughter as my wife, and I hope you're not rolling over in your grave, 'cause I will love her till the day I die. Well, I know you can't walk her down the aisle, you can't place her hand in mine, but I know that you'll be with us when we hear those wedding bells chime. So I brought you an invitation, along with some flowers from the bride. You know she'd give anything to still have you by her side. And that's why I'm here to ask for your permission to take your daughter as my wife. And I hope you're not rolling over in your grave, 'cause I will love her till the day I die. Oh, I will love her till the day I die. I promise I will love her till the day I die. I hate you. Of our lives are oceans blue. Come into my life, melt away the soul. Happy life, what we wait to. All life and nice things, every beauty fades too. You're unhappy too. Hate me
depressions all my life. No respect for survive. I ran live out of here. No respect for survive. Depressions all my life. It cuts you like a knife. I ran live out of here. No respect for
It's the final few seconds before the lights go out, and the race to the podium begins. You know that Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei. Ach, so, das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Sag mal. So, das gibt's doch nicht. Hey. So, mal langsam reicht's aber jetzt. So, was spinnt ihr? Und damit begrüße ich euch wieder zum Livestreaming von mir dran, du, mit einem neuen Livestream-Projekt. Ne, Projekt wird es eigentlich nicht, nur ab und zu mal gespielt. Ich habe schon mal offline gespielt, ist eigentlich so für mich mal so gespielt, ja. Und ja, jetzt habe ich Lust drauf und ich mache jetzt gerade einen Livestream und darum wird auch gleich mal, wird ein Motorsport Manager hier mal live gestreamt. So, und ich wünsche euch allen natürlich noch einen wunderschönen dritten Advent haben wir schon. Ich hoffe, ihr seid fleißig am Feiern. Und wir machen gleich mal einen Karrierefortschritt, Fortsetzung. Aber ich glaube, die Musik ist zu laut, ne? Kann das sein? Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich mache gleich die Musik noch leiser. Weil ich wollte das gar nicht live streamen, aber jetzt bin ich im Livestream und ja, dann, kleine Vorbereitung auf nächste Woche. Samstag, Sonntag, Livestreaming, 24 Stunden lang. Von 10 Uhr morgens bis am Sonntag 10 Uhr morgens. Das wird heavy, da werden wir auch diverse spielen und ihr könnt natürlich live dabei sein im TS oder
auch live im Spiel. Ihr könnt mit mir zusammen spielen, wie ihr wollt. Und das wird lustig. Diverse Spiele stehen zur Auswahl. Dem Trailer sind nur eventuelle Spiele, die kommen, aber ich wollte jetzt zuerst mal noch was machen. Einstellungen. Audioeinstellungen. Musiklautstärke. Runter. Menülautstärke. Runter. Effektlautstärke. Bisschen runter. Und Gesamtlautstärke auf 50%. Genau. Standardwiedereinstellung weiter. So, ja, wo war ich? Wo bin ich hier stecken geblieben? Wo bin ich? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Ich bin eigentlich manage-technisch ein totaler Noob, also wundert euch nicht. Ich bin momentan im Minus. Genau, da sind wir stecken geblieben, im Minus. Ich habe es meistens immer so mit den Spielen, dass ich im Minus bin. Ja, quasi, ich kann nicht mit Geld umgehen. Vorauszahlung, Angebot läuft am... Also, das sind 4 Rennen. Wir bekommen 750 pro Rennen. Das sind 6. Das sind... Wenn man das jetzt hier ausrechnet, dann wären das 600. 6 mal 5 sind 3. Wären das 900.000, die wir würden bekommen. Und hier 4 mal 8 sind 10, 8, 16, 24, 32, 320 und 4 mal 5 sind 20, 340 plus die 450 wären 770. Dann würde ich eigentlich hier am besten fahren, wenn man den Gesamtbetrag betrachtet, den man bekommt. Hier wäre natürlich der Vorteil, dass wir das Geld gleich bekommen. Und ja, doch, also nee, also hier würden wir zwar ein bisschen mehr bekommen, müssten aber auch 2 Rennen länger fahren, um einen neuen Sponsor zu bekommen. Und wir brauchen das Geld aber momentan und dementsprechend nehmen wir diesen hier. Da haben wir zwar 4 Rennen, wo wir kein Sponsor und Geld bekommen, aber wir brauchen jetzt das Geld, wir sind schon im Minus und das ist quasi die Rettung vom Untergang. Ja. Aktuelle Bilanz, ja. Jetzt sind wir ein bisschen im Plus. Die sind auch 4 Rennen, der läuft nächstes Mal aus. Gesamte Prämie bis jetzt, verbleibende Zeit, 2. oder besser, 10. oder besser, ja. Also wir sind eigentlich im Rennen gar nicht so schlecht dran, mal so nebenbei mal erwähnt. Wir sind relativ weit vorne. So, das sind die anderen Cups. Wie schaut es eigentlich mit den Wagen aus, reparaturtechnisch? Beschäftigt, Teile verbessern. Hier hat es aber noch Platz für 2. Also die... Ja, doch, aber das ist...
Und der ist einfach schlechter als der. Oder? Ja, ja. Chefmechaniker Einfluss. Na, du musst dich ein bisschen anstrengen, lieber Kollege. Teile einbauen. Die zwei sind Motor. Höchstgeschwindigkeit plus Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit und Höchstgeschwindigkeit minus, ne? Höchstgeschwindigkeit plus Zuverlässigkeit minus 10% auf Rückenreifen und ja, das wäre ja kontraproduktiv. Das wäre natürlich Oberklasse und das können wir noch nicht machen, weil wir den Platz noch nicht haben. Ach ja, das kostet mich ja nur 1,6 Millionen die Verbesserung. Haben wir nicht. Ne, garantiert nicht. Ja, dann machen wir mal weiter. Also eben, ich wollte schon ansprechen, ich bin relativ in so Manager-Spielen recht eine Flaute, also nicht wirklich super gut, muss ich sagen. Entwicklungscenter verbessern. Kosten, ja. Kostet ja nur. Neue Gebäude. Wetterzentrum. 6 Millionen. Ja. Wie kann ich denn Gebäude erweitern? Ja, genau. Besucherzentrum hat schon alles erreicht. Das ist schon höchste Stufe. Okay. Nochmal, warum? Was brauche ich denn da, um Platz gesperrt auf dritter Entwicklungsstufe freischalten? Ah, okay, ich muss die ich muss Entwicklungszentrum auf Stufe 3 machen, damit ich da auch eine Stufen 3 Motor machen kann. Okay, okay. Wissen erweitern. Die Teststrecke. Die kostet auch nur so 12 Millionen. Naja, das ist ja nix. Das ist ja, schütteln wir uns aus der Hand, oder? Vancouver. Auch Frauen spielen hier mit. So. Ich frage mich momentan gerade, wann das nächste Rennen ist. Hier, 6. Oktober. Komm, dann springen wir doch mal. Reise nach Tokio. Nee, Tokio stand da nicht. So, und warum hast du jetzt gehalten? 1. Oktober, Zahltag, ne? Oh, 2 Nachrichten. Leistungsverbesserung abgeschlossen. Wir haben
die beauftragte Leistungsverbesserung abgeschlossen. Wir werden jetzt dem Zuverlässigkeitsteam etwas unter die Arme greifen. Wenn wir in der Konstruktion noch etwas für Sie erledigen sollen, schicken Sie einfach entsprechend den Auftrag durch. Jo, zeig mal. Ne, das ist ja nicht Leistung, sondern... Oh gut, den brauche ich ja eh nicht. Doch, Moment, den brauche ich ja. Machst du lieber den? Den raus und den rein. Ja, die sind auch gut. Machst du lieber die zwei. Und die zwei da unten brauchen wir nicht. Ich meine, 96% ist nicht schlecht in dem Sinn, also. Und hier 95% auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den eingebaut haben. Ja, doch, aber ja, 95% ist okay. Der hat einfach noch ziemlich viel zum Reparieren. Der nicht so. Ne, das passt eigentlich. Okay, schauen wir nochmal die. Fürs Fernsehen. Hallo Dranto. Wir hier von Channel 6 würden gern einen Clip fürs Fernsehen in Ihrer Fabrik drehen. Ich weiß, dass das Umstände macht, aber wir bieten natürlich eine Bezahlung an. Beziehung zu Mechanikern. Transaktion und Beziehung zu Mechanikern. Beide. Nee, ich mag keine Fernsehteams bei mir in der Fabrik. Tut mir leid. Dilemma gelöst. Channel 6, ja. So, okay. Reise nach Toronda. Toronda. Nanu. Seht ihr, also bei uns sieht es eigentlich recht gut aus. Erster und Zweiter. Und als Team sind wir auch Erster. Also von dem her sind wir eigentlich gut im Rennen. So. Wen nehmen wir denn? Wir nehmen den hier als letztes. Bevor Boni mit Boni. Ha, super. Rennen, erster, sechster. Veranschlag. Ja, wir machen so oder so Verlust irgendwie. Tja. Wenn ich nur wüsste, warum. Wenn ich nur wüsste, warum, dass wir Geld verlieren. Ja, die sind eigentlich beide glücklich. Das passt doch eigentlich. Gut, hier geht das Getriebe und der Motor sind ein bisschen kritisch. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber ja, doch. Doch, hoch erfreut und glücklich. Ja, doch. Passt schon. Leckt es eigentlich bei YouTube oder bei Twitch? Glaube ich nicht, oder? Ne, alles in Ordnung. Ja, also Twitch schaue ich jetzt momentan nicht, aber YouTube scheint alles flüssig zu laufen. Was beim Modem Restart wohl immer gut tut. Tondela. So, nach Tondela sind wir gefahren. Und mein Ohr juckt. Und ich finde es ja eigentlich noch recht cool, weil das Spiel, weil wir können hier wirklich auch Entscheidungen treffen. Wir nehmen die zwei Fahrer. Konfiguration. Schauen wir mal.
Das ist eine kurvige Strecke, das heißt Getriebeübersetzung sollte kurz sein. Ne, warte mal, möglichst nah. Ich weiß nicht wieso, aber... Nee, warte mal. Getriebesetzung machen wir hier hin. Ne, 0 ist schon extrem krass. Übersteuern, untersteuern, ja, das ist so in der Mitte, das ist eigentlich okay. Abtrieb. Ja, ich denke mal, wir starten mal so. Können, glaube ich, zwei Einstellungen machen, wenn wir Glück haben, 3. Wettervorhersage nix, also von dem her, jupp, Medium, bestätigen, und jetzt du, oh, du fährst ja auch schon ziemlich an der Limite, hier, so, eine andere Seite, du hast, ja, du fährst auch. Na, Übersteuerung ist jetzt ein bisschen zu krass irgendwie. Der Antrieb, der Abtrieb. Ja, doch, ja. Wird wahrscheinlich nicht unbedingt die optimalste Einstellung sein bis jetzt, aber wir werden schauen. Du fährst auch mit Medium. Gut, Konfiguration. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber wir sind mal gespannt. Wir schaffen das schon. Wir werden schauen. Zum Training, bitteschön. European Racing Serie. So, jetzt ist es wichtig, dass wir die Wagen schnellstmöglich losschicken, damit auch Stil, bla bla bla, ja, hopp, weiter, los, raus mit dir, und du auch, ja, alles gut, weiter, aus. So, denn wir haben nur 12 Minuten Zeit, um wirklich ein vollkommen cooles Ergebnis zu bekommen. Und die Feedbacks sind auch relativ immer gering. Und jetzt müssen wir aber uns auf Fahren konzentrieren, also auf die Ergebnisse. Momentan kommt es nicht auf die Zeit drauf an, denn die Startposition ist abhängig von der Tabelle. Wenn du Erster bist, startest du als Letzter, das ist einfach so. Nicht wie du in der Quali bist, sondern wie du quasi in der... Oha. Voll die Schikane hier. Apropos Schikane, Leute, ihr fährt ja... Hopp. Das ist eine Testdings. Könnt ihr gleich mal zack. Alles geben. Vollpower. Nur so können wir die Top-Leistung. Die Getriebeübersetzungen sind perfekt. Yeah. Okay, Getriebeübersetzung ist gut bei der Yayo. Die Übersetzung scheint hier genau richtig zu sein. Gut gemacht. Auch bei ihm ist es einigermaßen im grünen Bereich. Wir müssen da noch ein paar Verbesserungen machen. Ich warte noch ab, bis sie noch ein Feedback geben, und dann hole ich sie rein. Schnellste Runde. Ja, es sind beide schnell unterwegs. Ja, oder auch nicht.
Nee, passt schon. Ja, gut. So, ich hole sie mal rein. Einfach zum Feedbacks bekommen. Sieht so aus, als hätten wir die falsche Konfiguration, die Aerodynamik. Ja. Darum hole ich dich auch wieder rein, dass wir das anpassen können. Damit wir noch eine Chance haben, eine zweite Testfahrt zu machen. Ja, 12 Minuten ist schon recht. Feedback kriegen wir jetzt. Also, die zwei Sachen sind großartig, aber der Abtrieb ist eine Schande. Wir müssen schauen, dass wir die anderen zwei nicht groß beeinflussen. Entschuldigung. Wir müssen schauen, dass wir die Sachen nicht groß beeinflussen. Weil die sind eigentlich großartig. Nur der Abtrieb ist nicht gut. Wir haben den jetzt ein bisschen weiter nach hinten gestellt. Ich muss mal schauen, kann ich den noch ein Stück... Das sollte eigentlich gehen. Nee. Wir probieren das jetzt einfach mal so. Also das Coole finde ich, wenn man die Einstellungen hier macht, dass das Zeugs bleibt. Boah. Oha. Also das einzige Geschwindigkeitsbalance ist okay, aber der Rest sehr schlecht. Und hier weiß ich nicht, auf welche Seite das wir wollen. Ich probiere es mal so. Entweder sind wir hier beim Fahrverhalten in die richtige Richtung gegangen oder in die falsche. Man wird dann sehen. So, ich lasse beide auf den gleichen Reifen wieder starten. Und du kannst halt nicht beide Autos auf die gleichen Einstellungen machen, weil es sind zwei verschiedene Autos und darum haut es nicht ganz immer hin. Ich weiß aber auch nicht, ob es am Fahrer selbst liegt, wegen den Infos, Feedbacks, wo wir bekommen, ob das eine Rolle spielt, wer fährt. Weil jetzt haben wir natürlich auf dem einen Auto die Testfahrerin und im Rennen haben wir dann einen anderen Fahrer, der dann mit den Einstellungen fahren muss, die die Testfahrerin da abgegeben hat. Ob das dann, ja wie soll ich sagen, ob das dann auf den Fahrer dann auch hinhaut, das weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt noch nie wirklich getestet oder so. Die neue Einstellung für die Abtriebe ist klasse, die Konfiguration ist super. Jo, die Aero fühlt sich jetzt viel besser an.
Also wir haben doch bei die Änderungen vom einen haben wir doch recht gut hinbekommen. So. Ich hole beide noch mal rein, dann können wir eventuell noch eine dritte Version ausprobieren. Weil 12 Minuten sind halt schon extrem kurz. Natürlich im Livestream sind 12 Minuten schon recht lang, aber hier zum Testen von den Einstellungen sind 12 Minuten eine Katastrophe. Ausgezeichnet großartig und Abtrieb immer noch schlecht. Okay, jetzt geht es ums Auswerten. Hier hatten wir sehr schlecht, hier haben wir schlecht. Wieso sind da großartig? Mensch, was war denn das? Großartig, das ist okay. Wir gehen mit dem so weit runter. So. Mit dem zurück. So, wir probieren noch die Einstellung. Und das geht auch. Das können wir auch probieren. Und du? Was hast du für ein Feedback? Schlecht, großartig, ausgezeichnet. Okay. Sehr schlecht. Hallo Sergeant, morgen, willkommen. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Nee, schön, dass du wieder mal reinschauen kannst. So, wir sind hier gerade beim Motorsport Manager. Ein bisschen ein Managerspiel. Nicht viel Action, aber viel Theorie. Hallo, Heidi 1984, grüß dich. Also kommen wir nochmal zurück. Also Abtrieb war sehr schlecht, jetzt schlecht. Das heißt, er muss noch höher rein. So, da machen wir so und so, das sollte doch eigentlich passen, so wie es ist, ne? Jo. Schicken wir noch raus und schauen, dass wir noch die dritte Testergebnis haben. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann die perfekte Einstellung haben. Naja, die perfekte Einstellung bei 12 Minuten wird wahrscheinlich recht schwer sein, aber wir sind nicht ganz schlecht dran, muss ich sagen. 2 von 3 Punkten sind eigentlich gut. Von dem her haben wir doch eigentlich nicht eine schlechte Einstellung. Ich bin echt gespannt auf das Rennen. Fällt zurück auf den 13 und ist auf den 18. Ja, das ist klar. Die haben ja genau, glaube ich, eine Runde gemacht. Oder 2 und da kannst du natürlich keine Bestzeit holen. Das ist auch verständlich, aber es ist ja nur Training und da geht es mehr um die Einstellungen, also um das Setup von dem Auto und nicht um die Bestzeit. Das ist der kleine Vorteil von einem Rennen. Aber ich finde es schade, dass die Strategien immer wieder zurückgestellt werden. Die sollen volle Leistung bringen, um die vollste Leistung aus dem Auto zu holen. Nur so können wir die besten Training vorbei. Ach, schade. So ist die Aerodynamik viel besser. Super. So. Ja, die Sarah hat ja auch geschrieben so ist die Aerodynamik viel besser. Super. Jo, ich glaube, wir haben es jetzt hinbekommen. So, die Sarah hat auch geschrieben bei Steam. Ich schau mal, jetzt könnt ihr mitschauen. Jupp. Oh, schon offline, naja. Nicht so schlimm. Ich habe ja nur geschrieben, dass der Silence, der erste Teil, irgendwie extrem schwerer ist als der zweite Teil, finde ich. Weil momentan habe ich beim ersten Teil The Witcher
of the World oder keine Ahnung wie das heißt, habe ich auf jeden Fall großartig ausgezeichnet, großartig, yeah. Und du, gut, großartig, großartig. Na, das sind doch 2 Einstellungen, die können wir doch so lassen. Würde ich mal sagen. Ja, man könnte, wobei, also beim einen Fahrzeug, ne, da lasse ich die Einstellung so. Beim Yayo-Fahrzeug könnte ich beim Abtrieb noch ein bisschen was machen. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Richtung gegangen. Ja, nee. Ja, danke. So. Habt ihr es eigentlich auch so mit Motorsport? Also so Rennen und so weiter. Schaut ihr das so ab und zu mal im Fernsehen? Wenn es dann mal kommt. Also ich muss sagen, ich schaue es, wenn ich dazu komme. Ne, wenn ich mal den Fernseher eingeschalten habe und dann läuft's, dann schon, ja, läuft's. Lasse ich es gern mal im Hintergrund laufen. Aber so jetzt spezifisch drauf verheerend, dass ich da unbedingt jetzt jedes Rennen sehen muss und so weiter. Nee, das ist bei mir schon nicht der Fall. Schwache Leistung von Garuda Racing im Training. Ja, ein Fan ist nicht so begeistert von unserer Leistung im Training, aber ich bin sehr begeistert von unserer Leistung vom Training, weil, ne, wir haben ja nicht eine Bestseite rausholen wollen, sondern wir wollten eine super Einstellung herausholen und ich bin der Meinung, das haben wir auch geschafft. So, Tondela ist, glaube ich, in Portugal. Und ja, machen wir automatisch Fahrzeugkonfiguration. Ja, das ist bis jetzt die beste Einstellung für dieses Fahrzeug. Wettervorhersage. Ja, fahren wir mal mit Slicks. Also Soft. Reifen, Treibstoff, 16 Runden, ja, wie weit geht 17 bis 19, ja, die halten normalerweise durch. Schau kein F1, so. Und dafür aber bei mir der Motorsport-Manager, das finde ich klasse von dir, Sergeant. So, okay, das lassen wir so. Und hier jetzt, wie schon gesagt, die Einstellungen sind eigentlich gut. Wir könnten den Abtrieb noch ein Stück weiter hier hinbringen. Und diese Einstellungen hier plus minus. Oh, nee, nicht den. So, also ne, ich weiß es, also ich meine, schlechter, wir sind von niedrig zu hoch gegangen, also wenn es hier gut ist, kann es noch weiter oben nicht schlechter werden, das ist schon mal ein Pluspunkt, das ist schon mal gut, das heißt, also doch, es kann schon schlechter werden, aber es kann nicht sehr schlecht werden, weil ich denke mal, wenn das gut ist, so ist quasi gerade an der Grenze hervorragend. Aber das ist okay, das passt. Doch. So, auch er fährt mit Feuer im Tank. Er ist ist Position 20 zurzeit. Er ist, glaube ich, Platz Nummer 1 auf Kosten pro Rennen. Ach, du kostest so viel. Mann. Kostet so viel und bringt nichts. So sieht es nämlich aus. Also er ist, glaube ich, Position 1 auf der Tabelle und er Position 2. So war das, glaube ich.
So, ja, fahrt ihr mal neutral für den Anfang. Bisschen schonen und dann im Verlauf vom Rennen werden wir hier noch ein paar Anpassungen dann tätigen. So, let's play, let's go auf unserer Amateurliga. Man fängt ja immer klein an, oder? Hier die Startaufstellung, wie schon gesagt, die ist von der Tabelle aus einfach rückwärts gesehen. Also der Letzte startet als Erster und der Erste startet als Letzter. So, ja, brauchen wir ja nicht alles zu sehen, oder? Da sehen wir es nämlich. Die Ersten werden die Letzten sein. Und jetzt Start. Oh, Beauchamp hat sehr einen schlechten Start. Aber das kommt gut, Leute. Beauchamp hat sehr einen schlechten Start. Und die zwei Teamkameraden, die mögen sich gar nicht. So, nämlich jetzt können wir hier schon mal der Fahrstil auf aggressiv nehmen. Und du auch. Dann können wir nämlich hier ein bisschen wettmachen. Im Moment sieht es nicht gut aus, aber das ist nicht schlimm, liebe Freunde. Denn das soll noch nichts heißen. Es ist erst interessant, wenn die ersten Boxenstopps stattfinden. Aber wir kommen einfach nicht da vorbei. Unglaublich. So, jetzt hat es geschafft. Der Ja hat es geschafft. Ist ein Platz vorne. Beauchamp, der quasi eigentlich das bessere Auto hat, der hat noch seine Mühe. Oh, schwarz-weiße Flagge für jemanden. Ah, da ist schon jemand kaputt. Ja, abgefahren. Was für eine Genosse. Ja, so gut war es dir jetzt auch nicht. So, also wir kommen eigentlich schon recht vorwärts. 15. und 19. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und schon der nächste Wagen, der defekt ist. Also hier geht es ja zur Sache. Unglaublich. Uns soll es ja recht sein, solange es wir nicht sind. Nee, eigentlich, wenn alle kaputt sind und so weiter, macht es eigentlich auch keinen Spaß. Nee, also von dem her ist es ja soweit so beruhigend, solange es nicht uns trifft. So. Ja, wie schon gesagt, es wird eigentlich erst spannend in der Zeit, wo die Boxenstopps stattfinden, weil dann ist entscheidend, auf welcher Position du bist, in welcher Position du reinkommst und in welcher Position du wieder rauskommst. Natürlich ist es wichtig, jetzt schon gute Positionen zu erholen. Erfahrungstechnisch weiß ich allerdings, dass wir später Boxenstopps machen als die anderen. Dementsprechend haben wir relativ gute Chancen, wenn wir auf dem Feld sind. Also wenn wir am Feld bleiben, dass wir da relativ weit nach vorne kommen. Aber der Beauchamp, der hat so seine Probleme heute. Komm, gib mal alles hier. Und du bist 13. Wir schauen mal ihm zu. Ja, nee, bei ihm passt die Strategie, das ist eigentlich okay. Die vorne, die fahren mit Aggressionen, also Benzinverbrauch und Reifenverbrauch extrem hoch. So, Jaya ist richtig gut in Fahrt, der macht Plätze für Plätze frei. Das ist ja fantastisch. Und Beauchamp, der kommt auch langsam vorwärts. Und jetzt hat er nochmal einen freigemacht und nochmal einen.
Unglaublich. Alle sind irgendwie verletzt oder haben Probleme. Ja, das sagen sie immer. Meine Reifenverschleiß sind irgendwie extrem und so weiter. Das ist normal. Aber irgendwas stimmt hier auf der Bahn nicht. Es gibt viele Autos, die einen Defekt haben oder Probleme. Und das beunruhigt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Wettervorhersage sollte eigentlich schön bleiben, trocken und ja, grip-technisch, das ist normal, dass der Reifen da Spuren hinterlässt und dementsprechend der Grip natürlich besser wird. Also Bodenbehaftung. Erreicht neue Bestzeit. Na, also, das kommt doch gut. Platz 10 ist nicht mal so schlecht am Anfang und er ist nah am 9. Ja, kommt noch nicht dran. Aber jetzt versucht er es. Nein, es reicht noch nicht ganz, aber er bleibt dran. Er bleibt dran. Und er bleibt dran. Aber er muss es aufgeben, beziehungsweise muss einen neuen Versuch starten. Es hat nicht funktioniert. Ein abgewehrter Angriff, aber er bleibt weiterhin dran. Ja, versucht vorwärts zu kommen. Wenn er jetzt keinen Bremsfehler macht, dann sieht es recht gut aus und gefährlich für Gerard. Und er versucht es innen und schafft es auch. Unglaubliches Manöver von Ja. Und da sind schon die nächsten. Und er überholt ihn. Jawohl. Achter ist Ja. Er schafft es. Er pirscht sich nach vorne. Unglaublich. Wie geht es? Bechamp. Wie heißt denn der Typ, Mensch? Er hat so seine Probleme, ist auf Platz 13 und kommt nicht vorwärts. Obwohl er eigentlich das bessere Auto hat, glaube ich. Also von den Einstellungen her ist er besser. Und da gehen schon die ersten in die Box. Das ist schlechtes Zeichen, in Runde 8 schon in die Box zu gehen. Wir planen so eine zweiböxige Zwei-Boxen-Strategie. Eventuell 3, je nach Wetter. Aber das sieht eigentlich recht gut aus. Benzintechnisch sollte das eigentlich reichen für 2 Stops. Und Ja ist schon 5. und Bechamp schon 9. Es sieht wirklich nicht schlecht aus für das Team. Und er überholt ihn außen. Er schafft es. Und ist somit auf Platz Nummer 8. Unglaubliche Szenen hier. Und weiter gehen sie in die Box rein. In der 9. Runde schon. Wo ist eigentlich der Erste? Der Erste hat schon einen Vorsprung. Ja. Aber Bechamp ist auf dem Weg zum 6. und bereitet sich für den Angriff vor. Da hat der 6. aber einen Bremsfehler gemacht. Oh, scheiße, ja. Sag's nicht. Himmel, Herrgott. Himmel, Herrgott, was hast denn du gemacht? So, du fährst noch 2 Runden. Super, jetzt darf ich mir das Fahrzeug von hinten achten. Was hast denn jetzt du gemacht, Mensch? So, jetzt ist er 3., weil die anderen in der Box sind. Haha. Aber dessen Reifen sehen nicht mehr so top aus.
Na, Wasser gibt es keins in dem Sinn. Ja, 16 Runden durchzuhalten funktioniert irgendwie nicht. Aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, das ist gar nicht schlimm. Ja, den lasse ich jetzt noch eine Runde fahren, beziehungsweise die, wo er jetzt macht. Und danach kommt er in die Box, weil seine Reifen sehen wirklich... So, Box wechselt auf Mittel, Medium, Treibstoff, Volltanken für 16 Runden. Zustand ist eigentlich alles noch im Okay-Bereich. Boxenstopp-Strategie 14 Sekunden. Gute Position für einen Angriff auf Luigi. Wir kommen nah an Williams Evans raus. Okay, ja, das ist halt, aber ist eigentlich gut so. Nicht schlecht in dem Sinne. Und was? Achtung! Zielvorgabe erreicht, wir sind Erster. Aber wir gehen in die Box, von dem her. Und hier sind wir Dritter. Ja, doch, das klappt. Der geht nämlich ich würde sagen 2 Runden nach Ja raus. Also Ja geht ja jetzt raus. Aber was macht er denn jetzt? Hat Ja Probleme oder wie? Ja, Reifenprobleme. Boah, höchste Zeit gewesen für Ja. So. Er fährt jetzt noch diese Runde und dann in der nächsten Runde schicke ich ihn in die Box. Krasser Boxenstopp, Leute. 7. Na, das ist doch nicht schlechter. Ja, 7. ist eine gute Position. Sehr gute Position, ja. So. Dann soll er wieder aggressiv fahren. Aber keine Ahnung, wieso, dass der so Probleme hatte mit den Reifen. Hey, wieso, dass bei dem die Reifen so abgefuckt waren. So, und in der nächsten Runde geht er raus. Nimmt, warte mal, Wettervorhersage. Jo, nicht schlecht. Ja, Medium. Treibstoff. Für 16 Runden wollte ich eigentlich sagen. Naja. Teilchenzustand auch relativ alles noch im guten Bereich. Und auch da 17 Sekunden. Achtung, nicht genug Treibstoff für verbleibende Runde. Warum? Doch, natürlich. Drei Runden. Hallo, das geht doch. Doch, das schafft er. Hallo. Das reicht. Gut, wir haben keinen großen Vorsprung auf den Rückliegenden. Dementsprechend werden wir nicht unter den ersten 3 rauskommen. So, Ja auf dem 7. Platz.
Unter Zielvorgabe, ja, 2 oder besser. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Oh, gleich hinter Char. Wahnsinn, beide Teamkollegen wieder gleich auf. Na, das ist doch eigentlich eine super Sache. So. Sechster und Siebter ist doch gar nicht mal so schlecht. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir vorwärts kommen. Jetzt zählt es eine Top-Position innerhalb bis zum nächsten Boxenstopp zu bekommen. Also Sechster und Siebter ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber auch nicht gut. Interessant wird es, wenn es regnen anfangen würde. Dann wäre es wichtig, wer die richtige Strategie dann hat. Wer dann rechtzeitig die Regenreifen drauf macht. Und wer die Regenreifen drauf macht und wann. So, ja, kommt an den 5. ran, überholt ihn auch, aber ist noch spannend. Kann er es verteidigen? Nein, er schafft es. Ja, auf dem 5. Aber im Bedrängnis von Mello. Aber doch, jetzt kann er sich absetzen. Und Beckham. Ah, nee. Da wurde ja irgendwie... Was hat Jano für Probleme hier? Hallo Achim, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, irgendwas machst du falsch, lieber. Ja, irgendwas machst du falsch. So viel länger bist du noch nicht draußen, aber trotzdem irgendwie totale Probleme mit den Reifen. Aber immer noch 5., 6. und 7. So Leute, ich muss unbedingt mal aufs Örtchen. Wir machen hier einen kleinen Break. Wir machen hier Pause und machen hier schnell einen Break.
climbing higher than the fall of church fire. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Standing in line, blind leads to blind, waiting and waiting for another sign. Bring me my gun of desire, bring me my bullet and I will fire. Climbing higher than the fall of church fire. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Put those feet in modern times. Walk upon the flowers, walk upon the brothers. The heads are busy lying love, trying to keep to cover. Bring me my gun of desires, bring me my bullet and I will fire. Climbing higher in the fall of church fire. The fall of church fire. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day. Something went wrong along the way. Everybody's waiting for the judgment day.
Wind, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3. Oh, so, das kann nicht wahr sein. Hallo? Sag mal. So, das gibt's doch nicht. Hey. So, langsam reicht's aber jetzt. So, was spinnt ihr? So, und damit sind wir wieder da. Voll im Rennen. Ich musste mal echt für längere Zeit austreten, sorry. Nochmal an der Stelle, bin leider auch nur ein Mensch. Meine Reifenfleiß sind 0,x. Ja, die sind aber noch recht gut. Im Gegensatz zum Jaya seinen. So, hier bei Motorsport Manager sind wir live im Rennen. Und da kennen sich die zwei Teamkollegen gar nicht. Aber wir müssen jetzt langsam schon recht Gas geben, denn das sieht nicht gut aus. Hier. Fünfter und Sechster. Und der erste ist schon eine halbe Runde weiter. Oh je, mein Gott. Sieht echt nicht so ganz rosig aus. Ah, da wird er ausgebremst, der liebe Bechamp von Santa Ana. Unglaublich. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, was da gestanden ist. Vielleicht kommt noch irgendwann mal Sprachausgabe von den also von den Fahrern. So wirkliche Funksprüche und nicht nur Text. Das wäre auch noch interessant. Oh je. Bechamp hat irgendwie seine Probleme. Aber ehrlich gesagt ist mir das so lieber, als wenn die zwei Teamkameraden hintereinander sind und damit um sich kämpfen. Weil das sieht nicht immer schön aus. Muss ich ganz ehrlich sein. Ist mir das so jetzt in der Konstellation schon fast lieber. Nein, was macht er denn jetzt? Nein, 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 nein. Das kann doch nicht wahr sein. Lässt er sich doch wirklich von Mello überholen. Ach je, ja. Was tust du? Los. Unglaublich. Renntrim, Stufe 1 plus 5 Leistungsverbesserung. Boxenstopp-Guru, Reifenwechsel sind 50% schneller. Alt, au. Au, meine Hüfte, Gesamt minus 2. Ja. Was hast du? Neue Leidenschaft. Die Antwort liegt im Motorsport. Gesamt plus 1. Au, meine Hüfte, ist auch alt. Leichtflüssige Hartreifen. Hartreifen nutzen sich langsam. Ah, okay. Darum. Der hat schon wieder nur noch 38% Reifen. Das ist ja... Alter. Und da überholt er den vierten. Jetzt ist fast freie Bahn. Ja, nicht nur fast, jetzt ist freie Bahn. Uiuiui. Jetzt soll er Gas geben und Aufholjagd machen. Jetzt kann er eigentlich auch fahren. Und wenn sie fahren können und niemand voran ist, können sie eigentlich richtig Zeit aufholen. Das ist so. Dann werden sie nämlich nicht mehr ausgebremst und so weiter, sondern können wirklich richtig loslegen. Aber so richtig in die Gänge kommt er trotzdem nicht, ne? Wettervorhersage, ne? Das bleibt, glaube ich, relativ noch schön. So, nächste Runde schicke ich ihn in die Box. Nächste Runde. Ne, die Runde fährt er jetzt noch zu Ende und die nächste kommt er dann in die Box.
Mal schauen, was der erste macht. Der müsste eigentlich auch noch. Der zweite ist eigentlich recht gut drin, weil der hat schon neue Reifen. Der hat schon den Boxenstopp hinter sich. Was? Wo bist denn du? 8. Position. Mein Gott, der Bechamp, der hat ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Okay, jetzt kommt er in die Zielgerade rein. Der dritte ist in der Box. Der erste ist noch auf der Strecke. So, und jetzt nächste Runde kommst du in die Box. Wettervorhersage. Sollen wir nochmal mit Weichen fahren oder mit Mittel? Weich oder Mittel? Weich oder Mittel? (1,4), ja, mit dem Mittel sind wir schon ein Stück schneller. Mit dem mittleren sind wir schon ein Stück schneller. Aber wir haben mit den Slicks 12 Runden geschafft, mit denen nur 10 Runden. Oder lasse ich denn noch eine Runde draußen und... Komm, wir nehmen nochmal Mittel. Füllen den Tank nochmal auf. Ja, wir müssen, glaube ich, drei Boxenstopps machen. Nee, den lasse ich so. Wir müssen wahrscheinlich 3 Boxenstopps machen. Wenn ich das so mache, müssen wir, glaube ich, 3 Boxenstopps machen. Ja, benzintechnisch schon. Ja, nee, ich glaube, das geht nicht mit nur 2 Boxenstopps. Ja, mal schauen. Es wird relativ knapp auf jeden Fall, wenn wir nur 2 Boxenstopps machen. So, wir gehen mal hier hinten schauen, was der für Probleme hat. Er kann eigentlich fahren und überholt. Ja, überholt ihn. Sehr gut. Und es gibt Gas, Mensch. Lass dich nicht zurückfallen. Gib Gas. Fahr, fahr, fahr. Ich verstehe dein Problem nicht. Wieso fährst du nicht? Fahr. Fahr einfach. So, Boxenstopp Nummer. Okay. Okay, jetzt gehen alle in die Box rein. Regnet es oder was? Nee, gut. Jetzt fahr, fahr, fahr. Und als 6. kommt er raus. Ist nicht so schlecht. Weil alle anderen in die Box gefahren sind, haben wir relativ eine gute Position. Aber ist noch nicht die perfekte Position, für ins Ziel zu kommen. Ja, nee, langsam. Ja, ja, ich weiß. Aber du kannst trotzdem noch Vollgas geben. Aber warum lässt denn der jetzt nach? Komm, gib doch jetzt Stoff, Mensch. Ah, der ist zwar mit Slicks besser unterwegs als mit den Weichen. Dann geben wir ihm doch die Weichen. Und hier tanken wir nochmal voll. Am Schluss meckert er dann eh wieder, zu viel Benzin, ich habe zu viel Benzin. So. Ja. Wieso hat der so eine große Reifenverbrauch? Klar liegt es an der Strategie, aber normalerweise sollte das gar nicht so sein. Aber jetzt kann er vorläufig mal fahren. 15 Runden noch. Ei, mein Benzin reicht nur noch für 14. Scheiße.
Gibt wahrscheinlich noch einen Boxenstopp. Da hat das Benzin wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also für Jar musste es noch einen Boxenstopp geben. Ja, das ist aber ein schlechtes Rennen, ehrlich gesagt. Sehr einen schlechten Boxen, sehr ein schlechtes Rennen. Ja. Ja. 3 Sekunden hinter dem vierten ist der Jar und er holt aber auf. Ah, da ist ja schon der vierte. Und er geht in die Box. Der geht in die Box. Der auch. Na, wunderbar. Na, wunderbar, aber auch. Die ersten 3, die gehen nicht in die Box. Das ist verständlich, weil die waren schon. Das Doofe ist, dass der Jar wahrscheinlich nochmal in die Box muss. Der Jar muss wahrscheinlich nochmal in die Box wegen dem Treibstoff. Ja, wenn das so weitergeht, sieht das wirklich nicht so rosig aus für uns. Ja, könntest du normal fahren? Also Bergchamp, der muss nicht nochmal in die Box, aber der hat sonst der hat allgemein irgendwie seine Probleme. Und nur noch 5 Sekunden hinter dem Drittplatzierten. Ich muss mal schauen, wie viele Runden das noch zu fahren sind. Noch 12 Runden. Ja, ich habe den Eindruck, meine Reifen vergleichen zu schnell. Ja, irgendwie ich auch. Ja, wenn wir da wirklich noch einen Boxenstopp machen müssen, dann ist das nicht gut. Es ist nicht gut für unseren Sponsor und für unser Budget. Weil unser Sponsor zahlt uns nur, wenn wir unter die ersten 2 kommen. Vielleicht müssen die anderen ja auch noch eine dritte Boxenstopp einlegen. Vielleicht. Wer weiß. Also der Jar muss wahrscheinlich sehr wohl einen Boxenstopp einlegen wegen dem Benzin. Den Reifen glaube ich jetzt nicht, aber wegen Benzin auf jeden Fall. Und er kommt aber dem dritten ganz schön nah. Schau mal, ob er da noch ein bisschen... Oh, der zweite... Ne, das ist ein Überholter, oder? Ja, das ist... Ja. Hallo, Fjordre! Freut mich, dass du reinschaust und eingeschaltet hast.
Der Vorteil habe ich jetzt natürlich, dass der dritte ein bisschen irritiert ist von dem Überrundeten. Oder hat er allgemein Probleme? Ich weiß es nicht. Und er sollte eigentlich uns durchlassen. Ja, jetzt lasst doch uns durch. Mein Gott. Dass die Fahrer nicht kapieren, wenn sie überrundet werden, dass sie den hinteren Fahrer durchlassen sollen. Der Jean, der kommt einfach nicht nach vorne. Hallo Rudi hier, herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Danke fürs Einschalten. Ja, der Jar muss leider noch mal in die Box. Ja, der Abstand zum zurückliegenden, der wird immer größer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen von Jar. Und nach vorne weg wird er immer kleiner. Das ist doch nicht schlecht. Und Bechamp, das ist absolut nicht sein Rennen. Noch 8 Runden. Es ist sehr wenig Benzin, wo Jar rein muss. In die Box. Das ist ärgerlich. Eine Runde länger draußen geblieben beim letzten Boxenstopp und das Problem hätten wir jetzt nicht. Ging die Rechnung nicht auf. Und der Bechamp, der kommt in dem Rennen einfach nicht auf Tour und der schafft's nicht. Nee. Der hat in diesem Rennen eine sehr enttäuschende Bilanz. Wenn du jetzt in die Box kommst wegen dem Getriebe und so weiter, dann kannst du vergessen. Wow, der erste ist in der Box. Ah, scheiße. Der ist schon wieder auf der Strecke. So. Nee, der Bechamp, der kommt nicht so auf Touren. Der ist aber auch immer in Bedrängnis. Würde er die 2 Autos, die er vor sich hätte, überholen, dann wäre alles gut, aber irgendwie schafft er es nicht. So, der schafft es auch irgendwie nicht mehr heute vorwärts zu kommen. Ich muss mal echt schauen, wie viele Runden das noch zu fahren sind. Runde 34. Noch 6 Runden, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Benzin reicht, ehrlich gesagt. Ich glaube es nicht. Und wenn, dann extrem knapp. Aber 4 Runden quasi. Nee, der muss leider noch mal in die Box rein. Kriegst nee, kriegst keine neuen Reifen. Ja, kannst du vergessen, wenn ich den repariere, dann
Auf Mittel verbrauche ich 0,9 Einheiten Sprit pro Runde, nehme ich an, oder? Nee. Und auf Weich ein bisschen weniger, oder wie? Ich meine, das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil ich brauche eigentlich... Ja, ich tank mal für 3 Runden mehr und das sollte eigentlich reichen. Wir sind jetzt in der 34. Runde. Das sind noch 5 Runden, wo wir fahren müssen. Und da würden wir für 7 tanken. Nicht bei den Reifen. Wie meinst du das? Also Reifen lasse ich jetzt so auf die aktuellen, wo er anhat, weil sonst... Motormotiv, was? Ach so. So meinst du. So meinst du, ja. 7 Sekunden Boxenstopp. Ja, geht hier eigentlich nur Reifen nicht gewechselt? Oh, ja, die Reifen müssen auch nicht gewechselt. Nee. Du meinst hier bei der Strategie Motormode, die Mittel 0,9 Liter. Eieiei. Ja. Bis jetzt noch kein Platz, doch ein Platz verloren. 2, 3 Plätze verloren. Schön. Naja, ich habe jetzt die Reifen gelassen, aber auf vollen Spritdings kann ich gehen. Die Medium halten im Prinzip aus, das sollte gehen. Ja, ja, das spielt hier keine Rolle. Bei Bechamp kann ich ja auch das machen. Das sollte eigentlich reichen, weil... Ne, ja, gut. Jo, gut. Machen wir bei ihm Mittel. Das ist kleines Risiko. Nein! Nee, ich ignoriere es. Du fährst mit dem jetzt durch. Jo, das mit dem anderen habe ich mitbekommen, dass er nicht genug Sprit hat für sowas. Aber der muss nicht mehr in die Box, dem reicht das. Und ob der Ja jetzt noch Plätze gut macht... Weil der hatte, ja, Zustand kritisch. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch Plätze gut macht. Für Überholen brauche ich 1,33. Ja, das passt schon. Ich komme wahrscheinlich nicht mit Platz 2 durch, aber das passt schon. Ne, eigentlich passt es nicht, aber ja, das passt schon. Ist ein Stück hoch gepokert bei mir, was der Sponsor angeht.
Und was die Finanzen angehen, sieht sowieso pechrot aus. Ja, ja, 2 Runden, das reicht. Mit was sollte man das erreichen? Garuda? Mann, alte Überrundungen, das gibt's doch nicht. Sieht man gar nichts mehr hier. Ja, sollte man erreichen, wenn man die Boxenstopps richtig würde machen, ne? Ich meine, wenn ich mit Ja eine Runde später reingegangen wäre beim zweiten Boxenstopp, dann hätte ich nicht noch einen dritten Boxenstopp einberufen müssen und dann wäre es wahrscheinlich besser rausgekommen. Aber, ich sag mal, nee, ans 3 komme ich nicht dran. Ja, ans 2 komme ich nicht dran. Das ist jetzt im Ziel. Das schaffst du nicht. Aber dritter Platz ist auch nicht schlecht. Protestplätzchen, das ist doch gut. Und also ich schaffe es im Prinzip auch mit dem besten Team schaffe ich, dass es hier irgendwie schlecht rauskommt. Nee, also ich bin zufrieden mit Jahresleistung. Bechamp oder keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Bechamp, sage ich dem jetzt mal, der hat ehrlich gesagt in diesem Rennen mich nicht überzeugt. Auch eine gute Leistung zwar, aber hat mich nicht überzeugt. Und jetzt können wir eigentlich das Tempo mal ein bisschen weiter hochstellen, weil das Rennen ist vorbei, ne? Wir warten eigentlich nur noch auf die 2 Fahrer. Hier haben wir den Sieger, Antonov. Einer der Rivalen. Ja. Gut, dann schauen wir uns mal die Statistik an. Und ganz besonders unser Budget, das wahrscheinlich wieder in den roten Zahlen wird sein. Ach, der hat zwar allerdings auch 4 Boxenstopps. Der hat auch 4. Na, dann war das. Der hat. Ach so. Na, ich finde den normalen Modus relativ beruhigend. Ne? Also, dann geht nicht alles so schnell. Nee, ich finde ihn ganz gemütlich. Ja. Ja gut, die ersten 2 Boxenstopps. Also ne, da habe ich 17 Runden. Ja. Hä? Ah, das ist der erste Boxenstopp, das ist der zweite und das dritte. Ja, genau. Hä? Nee. Das ist der erste Boxenstopp, das ist der zweite. Aber da fehlt doch noch ein Boxenstopp. Oder weil wir die gleichen Reifen gemacht haben, wird es nicht angezeigt. Das müsste es sein. Jo, gut. Dann machen wir mal weiter. Keine Regelverstoßung. Jo. Das ist das Endergebnis dieses Rennens.
18 Punkte haben wir geholt. Und wir sind immer noch Erster und Zweiter in der Fahrerwertung. Und Teamwertung sind wir auch noch auf Position 1. Ne? Da hat sich doch nicht viel geändert. Ich hoffe, ihr gewinnt von jetzt an nur noch. Ich bin ein Riesenfan. Jo, freue mich für... war nah dran. Naja. Naja, viel Gerede. Gut, Channel 6, der berühmte Motorsport-Channel. So. Jo, die Sachen nehmen nur ab. Das ist normal. Wir nehmen sie auch irgendwann mal wieder zu. So. Das sieht ja... Autsch. Da sind wir ein Top-Team und sind da aber in den roten Zahlen. Irgendwas geht da nicht auf. Irgendwas geht da nicht auf. Ja, auf dem Podium und... ja. So. Mist. Teile verbessern kann ich nicht machen. Dann machen wir mal, dass man rote Zahlen schreibt, ist in der ersten Saison normal, oder? Pass auf, zum Ende der Saison hören beide deiner Fahrer auf. Das ist in der ersten Saison normal. Ah ja. Fahrzeuge, yep, gut, dann so. Verbessern müssen wir nichts, aber reparier doch mal die Sachen, wo wirklich reparierfähig sein müssen. Zum Beispiel. Ach, dann bin ich ja beruhigt mit den roten Zahlen. Ne? Ich habe schon gemeint, ich sei einfach ein totaler Loser, wo einfach solche Spiele nicht spielen kann. Aber wenn das so mehr oder weniger normal ist, ist das ja eigentlich beruhigend. So, jetzt wird mal wirklich alles repariert, was schlechter Zustand ist und nicht über 500. Ja, eben. 1, 2. Oh. Okay, nochmal. Einmal da und... Ja, da hast du vollkommen recht. So. Na, Verbesserung, also... Ja. Ja, Teile entwickeln, das ist ja so eine Geldsache, oder? Kannst du ja nicht entwickeln, wenn du kein Geld hast, oder? Oder doch? Also wenn ich jetzt diesen Motor würde entwickeln wollen, müsste ich ja
1,6 Millionen zahlen und die habe ich aber nicht. Kann ich doch nicht jetzt wirklich entwickeln, oder? Also ich kann schon Teile einbauen. Ich weiß gar nicht, wieso dass ich Pfund habe, ehrlich gesagt. Vor allem, hä? Hat's wahrscheinlich nicht übernommen. So, jetzt habe ich auch Euro. Hahaha. Ja. Die Summe ist die gleiche. Also dann mache ich doch so einen Motor. Wobei Zuverlässigkeit wäre halt schon... Zuverlässigkeit wäre halt schon noch ein Punkt, der auch noch wichtig wäre. Gut, Höchstgeschwindigkeit. Ja, doch, ich denke, das ist ein gutes Setting für einen Motor. Höchstgeschwindigkeit ist höher geworden. Und nur auf Leistung bauen, Zuverlässigkeit nicht. Okay. Zuverlässigkeit hätte ich jetzt auch noch... also auf Zuverlässigkeit hätte ich jetzt auch Gewicht gesetzt, aber ich höre lieber einem erfahrenen Manager zu, als hier irgendwelche konstruktiven Fehler zu machen. Gut. Dann wird es mal entwickelt. Na, heilige Scheiße. Ja, der ist eigentlich schon... Und der... Ja, der müsste wirklich einen besseren Motor bekommen. Das ist allerdings auch wahr. Aber ich habe jetzt gemeint, die Zuverlässigkeit wäre die Maximum, was du erreichen könntest. Nicht, also wenn da 40 steht, ist 40 einfach das Maximum. So habe ich gemeint, dass das so ist. Tja, was will ich da machen, ne? Du hast so einen scheiß Motor. Scheiß Motor drin, aber trotzdem besser im Rennen als der den besseren Wagen hat. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Nicht zu verstehen. Warum das der bessere Wagen hat, warum das der schlechter ist. Ja, das weiß ich schon, dass das die Haltbarkeit ist. Rennmechaniker. Fahrer tauschen mit... Also... Wechselt euch mal ab, dann geht's vielleicht besser. Nee, Quatsch.
Was verändert sich? Es verändert sich eigentlich nur die Zusammenarbeit. 3 Monate. Interessiert. So. Machen wir mal bis Ende 2017. Gehalt ist mir recht wichtig. Was hast du denn jetzt? Vorhandener Vertrag, Angebot. Du kannst doch ihm jetzt nicht weniger Gehalt geben, Mensch. Das geht doch nicht. Ja, er ist der bessere Fahrer, aber hat das schlechtere Auto. Ja, kriegst ein bisschen mehr Lohn. Und ja. Prämien sind mir nicht sehr wichtig. Ich würde beim langen Vertrag vorziehen. Ja, 14 Monate, das ist doch ein langer Vertrag. Ein bisschen mehr Lohn, ne? Motiviert auch, machst deine Arbeit ja auch gut und Rennprämie, das brauchst du nicht, ne? Ja. Er hat angenommen. Ach nee, der war's. Der hat noch nicht angenommen. Das ist noch wägt ab. Ja, gut, das stimmt schon. Es kommt schon schlussendlich eigentlich auch auf den Fahrer drauf an. Aber wenn der Fahrer gut ist und auch ein gutes Auto hat, dann ist doch das immer vorteilhafter als umgekehrt. So, einen Sponsor haben wir jetzt wieder frei. Platzierung sieht nicht schlecht aus und dann machen wir mal weiter. So, Nachrichten. Ja, Geschenke würden die Zeit. Ich hoffe, dass diese Regel durchgeht. Ja. Okay. Höhere Tempo in den Boxengassen wird gefordert. Okay, der hat hä? Wen habe ich denn jetzt angenommen? Einstellen? Der ist doch schon eingestellt. So ein Scheiß. So, noch mehr Nachrichten. Was? Vertrag verlängert. Klasse, dass die Verlängerung erledigt ist. Ich bin gern hier. Gut, dass Sie mich auch weiterhin haben wollen. Ich wüsste nicht, warum, dass ich dich nicht haben würde wollen. 3 Rennen. Zweiter oder besser. 700 pro. Naja, nicht wirklich viel. Reißt mich jetzt nicht aus den roten Zahlen raus. Russische Föderation. 3,2 mal größer. Nehmen oder noch abwarten? Was meint ihr? Wir haben Zeit, 2 Rennen. Ich würde jetzt ja behaupten, wir warten noch ein bisschen. Man sollte ja nicht immer den Erstbesten nehmen, sondern abwarten. Und ja, ihr sagt auch abwarten, dann warten wir hier, bis ich 3 Angebote. Platz 3 für 3 Angebote. So, wann sind die eigentlich fertig? 9 Tage. Ja, das kommt doch recht gut. Ne, das kommt gut. Wenn der auf 100 ist, dann nehme ich den raus und mache den rein. Ne, ja.
Gut. Was wollen wir noch? Nichts mehr, oder? Spieler. Ja. Ich bekomme immer nur 3 Angebote. Ja, das reicht ja auch eigentlich. So. Was? Immer noch ein. 2 Angebote. Erster Platz. Na, Halleluja. Wäre ja eine coole Prämie, aber Zielposition ist auch ja. Ja, ich sag dazu nur so. World Motorsport. Und der Asia Pacific Super Cup. Molly Fox, die ist recht gut drin, also muss ich sagen. Warum? Den hätte ich drin lassen können. Und dann ist er hoch erfreut, ja, und der andere ist nur zufrieden. Hä? Und dann? Meinst du, wird er immer Erster oder was? Oh ja, die Abstimmung. Ich freue mich immer über diese Abstimmungen. Also ich muss sagen, das sieht doch schon einiges besser aus. Das wäre natürlich schon rosig, aber der wäre... der ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Ne, eine Million Prämie zu bekommen. Da würden wir zwar 1 Million bekommen im Voraus, plus eine 1,2 Millionen im Prämien-Ding. Aber da müssten wir 5. sein und da hätten wir doch noch eine Chance, auch wenn wir nur 2. werden, was zu verdienen. Was habe ich noch? Ja, die anderen sind Platz 5 und... nee, Quatsch. 10. oder besser und 5. 8. oder besser. Aber prämientechnisch sieht es nicht wirklich gut aus. Und die Sponsoren mit den festen Beiträgen, ja, die sind eigentlich auch noch so low. Die taugen nichts. Gibt es eine neue Abstimmung? Dieses Mal geht es um Höchstgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde in den Boxengassen. Klicken Sie da einfach. So, diese Regeländerung ist vorteilhaft für fortschrittliche Teams. Diese Regeln. Ja, bis jetzt habe ich bei jeder Abstimmung, wo ich teilgenommen habe, eigentlich nie gewonnen. Kam eigentlich immer das Gegenteil raus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Absicht ist oder so, aber ne, ich würde eigentlich schon dafür stimmen, für die 100 Kilometer pro Stunde. Obwohl es ja eine Sicherheitsmaßnahme ist. Ah, das ist mir aber nicht egal.
Also mir ist es egal wegen der Sicherheitsvorgabe, aber ne, Höchsttempo 100 in der Boxengasse wäre echt nicht schlecht. Von dem her, ich stimme mal dafür. Mache ich 2 Stimmen? Ja, ich mache 2 Stimmen dafür. Jo. So. So. Wunderbar. Ich habe dagegen gestimmt, Leute. Wieso habt ihr... Ja. Ach Mann. Wer lesen könnte, wäre eindeutig im Vorteil, ne? Naja. Ich meine, wenn man so das Ergebnis anschaut, hätte das auch nicht viel geändert. Also wenn ich jetzt dafür gestimmt hätte, hätten wir hier 4 Stimmen zu 5 Stimmen. Also wäre genauso rausgekommen. Naja. Egal. Du hast ja schon gesagt, das spielt keine Rolle. Naja. Nicht so schlimm. So. Ja, die Zukunft von wir sind mit einer Entwicklungsarbeit in der Fabrik fertig und kriegen langsam Langeweile. Wir können die Leistung und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge verbessern. Können Sie uns Wie? Schon fertig. So. Kann man eigentlich diese Sachen eigentlich auch irgendwie verkaufen, die man nicht mehr braucht? Oder irgendwie verschrotten oder so? Wäre vielleicht auch noch irgendwie hilfreich. Ja, genau. Da bringen wir mal ein Mittelmaß rein von 14,14. Ja, das ist so, glaube ich, so das Team, was für am Anfang eigentlich so mittelmäßige Klasse ist. Also für Einsteiger eigentlich gar nicht mal das Schlechteste. Ja, was haben wir denn hier? Ungelesene Nachrichten. Ach so. Ach Gott. Ja, das, genau. Der Motor ist fertig. Ist das nicht unheimlich zärtlich? Soll ich den jetzt schon brauchen? Wo ist er denn? Motor. Hallo. Soll ich den jetzt schon einbauen? Oder soll ich warten, bis er Zuverlässigkeit höher als 40% hat? Also ich tendiere dazu, dass ich da noch ein Rennen abwarte und warte, bis die Zuverlässigkeit ein bisschen höher als 40% ist, weil 40% kommt mir schon ein bisschen recht knapp vor. Und ja, ich meine, lieber mit einem schlechteren Motor in das nächste Rennen, als in der Boxengasse dann noch Zeit verlieren, weil man den Motor noch reparieren muss. Das ist ja nicht unbedingt, ne, das Beste vom Ei. Ja. Du bist auch meiner Meinung. So. Dann eigentlich bin ich so gerne in roten Zahlen, Mann. So.
Ja, ich warte ja ab, Mensch. Oh. Bei den Sponsoren hast du ja gesagt, dann nimm 2 oder besser, hast du gesagt. Ne, ja, dann nehme ich 2 oder besser. Sango! Sango! Genau, da wo man ihn nicht sieht. 2 Rennen, 5 Rennen, 3. Ja. Geht voran. Ach, jetzt wollte ich eigentlich mal den Zustand schauen, was sich da schon geändert hat, aber naja, nicht so schlimm. Also die Frauen, die fahren ja nicht schlecht für hier Formel 1, sage ich jetzt mal. So, Wagen Verbesserung. Ach ja, schon 51%, ne? Und den kann man noch auftunen. Oha. Ich habe mal gemacht, aber irgendwie... Ich hatte mal, aber irgendwie... wie soll ich sagen? Habe ich den Nutzen noch nicht ganz herausgefunden. Weil ich ja im Prinzip Fahrer habe in dem Sinn. Aber rein theoretisch kann ich ja hier einfach mal welche scouten. Das spielt ja eigentlich nicht so eine Rolle in dem Sinn. Ich muss die ja dann nicht nehmen, aber ich habe dann Informationen schon mal über sie. Amy McCold. Ja, das wusste ich aber bis heute nicht, dass die Ende so aufhören. So wusste ich erst, seitdem du da mir das gesagt hast, Fjordre. Ich kenne das Spiel noch nicht so lange, Mensch. Ich habe das mal im Offscreen mal 2-3 Mal gespielt, just for fun. Also ich spiele eigentlich grundsätzlich nur just for fun, also ich nehme das Ganze nicht ernst, ne? Also mir ist es nicht wichtig, ob ich da jetzt Erster werde oder Letzter. Also, ja doch, wichtig ist es mir schon, aber ich meine, ich sehe das jetzt nicht so eng. Wie auf die Warteliste setzen. Hä? Clever, konzentriert, ne? Wo hast du Warteliste? Ach, meinst du da unten die Warteliste? Vertragsbeutel. Das ist die Warteschlange in dem Sinn, oder? So meintest du das? 44.000, mein Gott, die sind ja recht günstig. Oh ja, ein Chinese. Molly Fox, oh ja, die will ich. Die fährt gut, die will ich. So, okidoki, weiter geht's. Reise nach Mailand. Was bringst du mich denn jetzt hier hin?
Ja, nee, du bleibst zu Hause heute. So, ne, das ist, ja, doch, das ist doch, also könnte nicht besser sein. Könnte nicht besser sein. So, wir reisen nach Mailand. Reisen wir jetzt oder nicht? Ja, das habe ich, ja, weiß ich eigentlich schon nicht. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ist mal trotzdem gut zu wissen, was die so, ne? Aber aus der Asien... APC ist Asian Pacific. Oh Mann, ich wollte die Money Fox. Also eigentlich kann ich eigentlich nur die hier nehmen. Dann scouten wir gleich mal. Hey. Ich wollte sagen, dann scouten wir mal alle. Bin ich da? Naja. Proteste 0. Ja, ich hab's doch soweit schon verstanden. So, wir scouten einfach mal eine. Oh. Oh, was für eine Strecke. Relativ gerade. Ne, dann machen wir diesen da. Zweiter oder besser? Ne, da hätten wir 20.000 plus. Nein. Du weißt nicht. Ja, das passt doch. Wir haben ja keine neuen Teile in dem Sinn. Und ist eigentlich alles eingebaut, was super ist. Jo, außer dem hier, aber der hat keinen Zustand, der mir passt. Und hier haben wir eigentlich auch schon alles. Aber Original und Durchschnitt, gibt es da einen Unterschied in dem Sinn oder nicht so? Also ich meine, das ist ja eigentlich ein weiterentwickeltes Modell. Und das ist das Originalteil. Spielt das jetzt eine Rolle in dem Sinn? Von Teilqualität oder nicht so? Also ich gehe hier meistens auf die Leistung und Zuverlässigkeit, also ne, eigentlich hauptsächlich auf die Leistung. Oh. So, und Zuverlässigkeit plus. Da wäre das Risiko Level 1 plus 1 höher. Ich tendiere ja schon eher auf das hier. Während Qualifying, was bringt mir denn das bitte schon während der Qualifying? Wieso bist denn du gesperrt? Sag mal.
Ja. Ach, wieso nicht? Wenn du nicht zu viel drin eingebaut hast, ist das doch gar nicht so schlimm. Aber das sieht genauso bescheuert aus. Wieso kann ich denn das nicht machen? Erfahre das Fahrverhalten Abteilung auf Stufe 1. Ja, was bringt mir denn das? Das bringt mir doch gar nichts. Und das bringt mir auch nicht wirklich viel. Also Zuverlässigkeit. Also ich muss... Ah, warte mal. Nee. Das ist, bringt auch nicht wirklich viel in dem Sinn. Also ich muss da ein Risikodings reinmachen. Also ich muss nicht, aber mit dem wäre es absoluter Oberknaller. Das bringt gar nichts, das ändert nichts. Und das ist auch eine Zuverlässigkeit. Und das kann ich noch nicht machen. Nee. Nee, ich mache Risiko. Wenn ich nicht so viel Risiko drin habe, dann... Fahrverhalten Abteilung auf Level 2 und dann könnte ich hier Risikolevel wieder wegnehmen. Naja. Na, das ist doch eigentlich... Bauzeit ist plus 5 Tage und Beschleunigung aber plus 40 auf Maximum. Das ist doch... Na, das ist doch wenigstens was, oder? Wäre noch wichtig zu wissen, was wir eigentlich bei dem schon haben, ne? Getreide, ja. Getriebe. Getriebe. 233. Ja, das wäre auf jeden Fall besser. Dann bauen wir das doch einfach mal. Und zwar Beschleunigung hier und Beschleunigung da. Bestes Auto. Das ist momentan das beste Auto. Okay. Okay, ich habe verstanden. So, noch weiter in die Minuszahlen. Ach ne, im Rennen sind wir ja noch gar nicht. Aber wir sind kurz davor, ne? Ach ja. So. Zufrieden und hochzufrieden. Okay. Hoch erfreut. Ne? Zweitletztes Rennen. Kann das sein? Ja, Rennen 9 von 10. So. Dann wollen wir mal schauen.
Großer Preis von Italien. Naja, fast. In etwa so. Oder auch nicht. Oder, nein. Wir werden schauen. Anscheinend eine wunderschöne Strecke. Schön gerade. Training auf 12 Minuten begrenzt. Das ist immer so eine heikle Sache. Da müssen wir immer schauen. Ist es eigentlich hier bei den Fahrerauswahlen im Training schlimm, wenn ich hier jetzt zum Beispiel die zwei nehme? Ich meine, gut, Feedback technisch ist halt ja schon ein bisschen besser, aber ich habe ja gehört, dass man die Testfahrer im Training einsetzen soll, damit sie quasi Fahrerpraxis bekommen. Und darum habe ich bis jetzt eigentlich immer die schlechteren genommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich einen Einfluss hat aufs Ganze oder nicht. So, kümmern wir uns mal um die Fahrzeugkonfiguration. Also wir müssen eigentlich weniger Abtrieb haben, weil es ist ja nicht eine Kurven... Oh, shit. Es ist ja keine kurvenhaltige Bahn in dem Sinn, also recht viele gerade Strecken. Oder? Ja, ich würde es glaube nicht so extrem machen. Aha, okay. Dann machen wir hier Geschwindigkeitsbonus, beschleunigen Höchstgeschwindigkeit. Hallo Maximi! Herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Das ist ja so hauptsächlich gerade Strecken und dann... Ja, du hast aber viele Kurven drum, wäre es glaube ich schon gescheiter, wenn du auf Beschleunigung bist. Ich meine, es kann falsch oder richtig sein. Das ist halt so. Das ist immer so eine Sache hier. Fahren wir mal auf Medium. Ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Gut, machen wir mal so. Hier. Also eben hier auch mehr auf niedrig. Hier auf... Wir versuchen mal auf Beschleunigen zu gehen. Und übersteuern. Nee, Quatsch.
Ja, doch, das könnte so hinhauen. Und du fährst auf Slicks? Weichen Reifen. Ja. Ja, du fährst auf weichen Reifen. So, Konfiguration. Jo, haben wir zum Training. Okidoki, dann machen wir das mal. Und jetzt ganz schnell losschicken. Haben wir schon eingestellt, haben wir schon eingestellt, haben wir schon los. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wer beim Training Zeit verliert, der hat einfach alles verloren. So. Also beim Training mache ich eigentlich immer gerne aggressiv und übertrieben und so. Einfach nur, weil ich es kann. Nee, einfach weil sie dann beim Training wirklich sagen sollen, so, Vollpower und das Maximum rausholen. Die Krise, das stimmt nicht. Müssen wir nicht ein länger... Okay, die stimmt nicht. Das ist okay. Aber das ist doch eigentlich eine schnelle Strecke. Ich komme auf den Geraden in die Grenzen. Okay, beide mal reinholen. Hallo Alida! Herzlich willkommen hier bei mir am Stream. Danke, dass du eingeschaltet hast. Oh je, da sind wir total irgendwo reingelatscht. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh mein Gott. Okay. Dann trimmen wir mehr auf die Höchstgeschwindigkeit. Und hier niedrig wäre eigentlich nicht schlecht gewesen, oder? So. Den müssen wir aber auch noch irgendwie versetzen. Boah, der versetzt sich ja gar nicht. So. Ja, komm, wir machen das mal so. Wir werden dann sehen, was da rauskommt. 3 Runden, Reifen, naja, die lässt du mal noch drauf. Okay, und du? Oh je. Da haben wir ja total ins Fettnäpfchen getreten bei diesem Setting. Okay. Ja, ja. Okay. So. Und hier sind wir sehr schlecht. So, machen wir das mal so. Machen wir das mal so. So. Das Ganze ist soweit okay. So, da wollen wir mal schauen. Es kann entweder sehr schlechter rauskommen oder besser. Das ist halt immer der, ja, der kleine Punkt am Rande.
die Strategie machen wir wieder auf Hopp, Hopp. Und auf Hopp, Hopp. What? Jetzt haben wir mehr auf Beschleunigung gemacht. Ja, auf Höchstgeschwindigkeit gesteckt. Also Aerodynamik ist schon mal viel besser bei Yao. Die neue Einheit für den Abtrieb ist klasse, die Konfiguration ist super. Ich glaube, sie haben noch keine Runde gemacht, oder? Danke, das Fahrverhalten ist jetzt viel besser. Okay, das war in die richtige Richtung. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Komm mal rein. Du auch. Weil im Regen kannst du nicht viel machen. Außer Unfälle. Lenkung ist viel besser, also wir haben, glaube ich, jetzt die richtige Richtung eingewählt. Ja, nee, wenn es so regnet, dann ist es gescheiter, wenn man in die Box geht. Wo ist denn die Scheißbox? Jetzt kommt sie gleich. Aber fahren alle noch mit Slicks und so weiter. Unglaublich. Okay, ausgezeichnet, gut und weiß nicht was. Das ist okay, das ist ausgezeichnet und das ist gut. Das heißt, hier waren wir unten, hier waren wir oben. Das heißt, wir... Oh shit. Das sollten wir nicht verändern. Aber das... So, und... Das müssen wir noch weiter runter machen. So. Ja, ich denke, das ist keine schlechte Wasser. Und das ist... Nee. Ich weiß nicht, die oder die? Die oder die? Ich nehme mal lieber die, weil es wird wahrscheinlich noch ein Stück nasser. Okay, bei dem haben wir auch recht gute Werte, mit denen wir was anfangen können. Okay, okay, ausgezeichnet. Auch hier sind wir nach unten gegangen. Warte mal, muss ich so machen? Und so. Ungefähr so. Und auch du kriegst einen Nassreifen. Okay, weiter losgeschickt.
Ja, Rundenzeit und so weiter, auf das gehe ich im Training nicht. So, wir haben Regenreifen darauf, das ist nicht schlecht. Strategie wieder volle Power. So. Dann wollen wir mal schauen, was ihr rausholt. Also das mit dem Wasserreifen war eine sehr gute Idee. Da haben natürlich jetzt alle wirklich hier Probleme, die jetzt keine Wasserreifen drauf haben. Aber wir können hier voll loslegen. So ist die Aerodynamik viel besser, super. Ja, dann fühlt sich jetzt viel besser an. Ja. Das bringt nichts, wenn wir sie in die Box holen, weil das Rennen ist sowieso gleich vorbei. Es würde nicht für eine Runde länger reichen, also für eine 2/3 Auswertung. Aber ich denke, das, was wir jetzt haben, das ist die optimalste Einstellung für das Auto. Wow! Das war aber jetzt scharf. So. Und die fährt die Runde noch vorbei. Bleibt aber auf dem 3. Platz. Gute Arbeit, die Lenkung ist jetzt viel besser. Und auch er bleibt auf dem 16. Platz. Ja gut, es regnet und dementsprechend haben sie eine... Was? Die Geschwindigkeitsbalance kommt hier schlechter vor als vorhin? Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Aber die Beleuchtung auf so einer Sportstrecke ist auch irgendwie mickrig, für das die Autos eigentlich gar keine Beleuchtung haben. Also nur hinten. Also Fahrverhalten ist gut, aber die Antrieb. Ja, für dich habe ich, glaube ich, das Optimale eingestellt, aber für ja oder passt irgendwas nicht. Habe ich so das Gefühl. Ja, es war okay. Hoffentlich sehen wir am Sonntag, was sie wirklich drauf haben. Klar. Das Rennen. So, wir müssen Zweiter werden und besser. So, das machen wir. So. Ja gut, so viel. So. Okay, schauen wir mal. Das ist großartig, das ist gut. So. Haben wir bei dem Mechaniker-Empfehlung, dass die auch immer so einen großen Radius müssen haben. So, dann machen wir Reifenwahl.
Machen wir für die ersten Runden Likes. 13 Runden. Jupp. Und was aber bei dir nicht so gut. Großartig, großartig, aber das war schlechter als vorhin. Was? Schlechter als vorhin, das heißt... Na, wo war denn das jetzt? Escobedo! Hey. Hi, Escobedo LP. Grüß dich, herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Ah, shit, das siehst du da nicht. Aber gut war ungefähr da, wo ich jetzt bin. Gut, okay. Ja, ein Stück weiter oben. Das könnte hin. Okay. Viel ist es nicht, was... Oder sollte ich irgendwie dahin? Nee. Passt. Da machen wir ein Stück zurück, dann sollte es zumindest auf gut sein. Das ist okay. Reifenwahl auf Likes, jawohl. Und Treibstoff auch 13 Runden. Wie geht's dir? Escobedo LP. So. Dann würde ich mal sagen, fahrt ihr mal aggressiv und benzintechnisch hoch. Jo. Ich will jetzt eine Top-Platzierung von euch, Jungs. Ich gehe sonst nach Hause. Bin ja schon zu Hause. So, die Rangliste brauchen wir nicht zu sehen. Wir wissen, dass wir die letzten 2 sind. So, okay. Bechamp hat einen sehr guten Start gehabt. Ja, hat einen mittelmäßig schlechten Start gehabt. Aber Bechamp, der hat auch seine Probleme hier vorne. Und da holen sie sich die Plätze. Ja. Was soll ich sagen? Müssen wir reparieren. Ansonsten sieht es sehr schlecht aus. Ja, das ist eine richtig gute Strecke zum Überholen und so weiter. Da haben wir recht gute Chancen. Es hat viele Überholmöglichkeiten hier und auch Beschleunigungsmöglichkeiten. Und das ist auch okay. Ja, zum Beispiel hier bei der Startgeraden. Wenn man ausgebremst wird, verliert man natürlich Tempo. Ja, du hast ihn vorbeigelassen, aber du holst ihn dir wieder.
Ja, neue Position, das ist klar. Wenn der jetzt schon in die Box geht, verliert er natürlich. Eieiei. Wir fahren mal aggressiv hier. So, Mello wurde überholt. Der nächste. So, komm schon. Ja, wunderbar. Jetzt muss er Gas geben. Jetzt muss er angreifen. Ja, ist mir alles schon klar. Bewusst. Wenn er nicht ausgebremst würde werden, wäre alles kein Problem. So, komm schon. Jetzt. Einfach Angriff, Angriff, Angriff. Lasst euch nicht ausbremsen und nicht unterkriegen, dann los. Nein, können wir nicht. Wir haben ein Rennen zu gewinnen, also los. Nein, Ja wird ausgebremst hier. Aber, oh, nein. Also Ja ist recht gut im Rennen. 3 Stück hat er überholt. Nur weil er ausgebremst wurde. Oh, zwischendurch. Unglaublich. Was für ein Überholmanöver. Und er packt sich nach vorne. Platz 6. Ei. Wir schauen mal, wie es bei unserem Kollegen hier geht. Platz hätte er eigentlich zum Fahren. Aber irgendwie schafft er das mit dem Überholen nicht so. Na, nicht wirklich, oder? Unglaublich. Jetzt hat er ihn. Wunderbar. Die ersten schon in der Box. Ja, auf dem 3. Platz. Berchem 13. Erster, zweiter in der Box. Und Ja auf dem 1. Platz. Ja auf dem 1. Platz. Jetzt heißt es für ihn in dieser Runde einfach genug Vorsprung holen, aber ich glaube nicht, dass er das schafft. Eigentlich Platz hätte er, aber er müsste so 20 Sekunden rausholen. Und ob er das schafft, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nein, schafft er nicht. Denn in der Runde, wo er jetzt kommt, schicke ich ihn in die Box. Ja, definitiv. Wettertechnisch. Wir machen Medium drauf, Treibstoff. Für 13 Runden, wenn es geht. Nein, geht nicht. Naja, alles 100%, wunderbar. Sicher, 16. So. Ja, wo ist denn der?
Der kommt jetzt ins Boxengasse rein. Ja, jetzt geht auch er in die Box. Das sollte eigentlich hinhauen. Rein theoretisch. Auch hier gibt es keine. Ja. Sollte hinhauen. Sollte klappen. Wasser gibt es keins, Regen auch nicht. Bodenhaftung, die wächst natürlich von Runde zu Runde. Oh, Unfall! Es gab einen Unfall auf der Strecke. Es sind nur noch 18 Teilnehmer hier. Und der Boxenstopp von Cha. Wird gespannt zugeschaut, wie es funktioniert. Und der zweite kommt auch in die Box. Und der dritte, und der vierte, und der fünfte, und der sechste. Ah, was machst du denn? Wow. Wow, alle in der Box. Unglaublich. Wieso das denn? Wettervorhersage, alles in Ordnung. So. Zweiter. Cha ist auf dem zweiten Platz. Okay. Bechamp auf dem 15. Platz. 16. Platz. Bechamp auf dem 16. Platz. Er muss jetzt Gas geben und vorwärts kommen. Cha auf dem zweiten in Verfolgung zum ersten. Das sieht gut aus. Und wir schauen mal, was Bechamp macht. Bechamp versucht natürlich aufzuschließen. Kommt auch relativ näher ran zum Vorderen. Nur noch 3 Sekunden. Und er hat freie Bahn. Das heißt also gute Möglichkeit, zum wirklich vorwärts zu kommen. Er hat 3 Fahrer überholt. Waren 3 in Box? Ja, genau. Chu Gerard, ne, waren in der Box. Und noch jemand. Ja. Die reichen schon bis zum nächsten Boxenstopp. So, 13. Bechamp. Der muss jetzt wirklich aufholen. Cha ist noch 4 Sekunden hinterm ersten. Und Bechamp zwar eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde hinter dem 12. Platzierten. Und er holt auf. Ja, beschleunigungstechnisch ist das Auto von Bechamp einiges stärker als das von Tang. Und S-Kurve? Nein, da hat er sich vertan. Aber jetzt versucht er anzugreifen, Außendom, und er schafft es. Und er hat es geschafft. So, 2 Sekunden noch bis zum ersten ist Cha und 4 Sekunden braucht Bechamp, bis er Arbelo oder Valdez hat. Je nachdem, wer jetzt hier gerade vorne ist. Und schon wieder jemand in der Box gewesen. Ah, nee, Arbelo war in der Box. 3 Sekunden bis zum Valdez. Und 2 Sekunden bei Cha. Und er kommt immer näher. Uiuiui. Da müssen wir doch gleich mal umschalten. Dann zum Cha, um zu schauen, wie die Titel... Ne, also wie die Pole Position... Wie der Pole Position Kampf ausgeht. Ja, der hat zwar noch ein bisschen... Relativ unspektakulär, aber es kommt näher. Wir schalten nochmal auf Bechamp. Und schauen bei Cha auf die Zeiten. Und Bechamp hier dicht am Felde.
gute Möglichkeiten mehr zu überholen. Und ja, nein, wir haben es verpasst. Cha ist Erster. Wir haben die... Okay, es war unspektakulär, weil Santa Anna auf die Box ging und darum war es unspektakulär. Überholmanöver hier. Wir schalten wieder auf Béchamp, der hier wirklich zu kämpfen hat, um vorzukommen. Leider steht auch schon wieder die nächsten Boxen vor der Tür. Und hey Leute, wir haben den 3. Advent. Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3. Oh, sowas kann nicht wahr sein. Hallo? Sag mal. Das gibt's doch nicht. Hey. Sag mal, langsam reicht's aber jetzt. Was spielt ihr? So. Es hat sich noch nicht viel getan. Cha immer noch auf dem ersten Platz mit 23 Sekunden Vorsprung. Das ist very good. Béchamp auf dem 8. Platz. Und der vordere ist relativ nah dran. Wo haben wir denn jetzt ihn? Jetzt gerade, ja. Ja, der geht jetzt rein. Wettervorhersage ist gut, grip-technisch. Fährst du nochmal mit Slicks zum Schluss. Treibstoff tankst du nochmal voll. Zustand, Teile sind okay und jo, das passt. So, Béchamp. Auch er geht in der nächsten Runde rein. Wie wahrscheinlich die meisten auch. So. Ja, darfst du wieder in die Box gehen. 11 Runden. Ja, das ist okay. Dann hier auch voll tanken, auch wenn wir nicht so viele Runden eigentlich müssten machen. Aber lieber zu viel Sprit als zu wenig. Okay, 34 Sekunden. Rückstand zum 2. Das ist eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Position, um in die Box zu gehen. Béchamp 6. und leider nur 3 Sekunden auf den 7. Das ist eine relativ schlechte Position, um in die Box zu gehen. Aber Béchamp schon wieder auf der... Cha schon wieder auf der Strecke und fährt aus der Boxengasse raus als Erster. Der Zweite... Nein, der Zweite. Da gab es doch noch eine Überholung. Cha ist jetzt wieder auf dem 2. Platz und muss natürlich schauen, dass er den ersten wieder reinholt. Aber das schafft er auch. Das denke ich schon, dass er das schafft. Ich muss bei Gelegenheit mal schauen, auf welchen, also wie viele Runden wir noch fahren müssen. Ich könnte es ja ausrechnen, aber naja. Ich glaube, wir müssen alle nochmal in den Boxenstopp einlegen. Weil ich fahre natürlich schon extrem aggressiv hier. So, Béchamp wieder auf dem 12. Platz. Noch 13 Runden. Ah, mein Sprit reicht nicht aus. Wir legen dann nochmal eine Pause ein. So. Cha hat gute Möglichkeiten, um vorne Ja, ich weiß.
2 Sekunden. Oh, ja, jetzt kann er wieder beschleunigen. Jetzt holt er wieder ein bisschen auf. Aber er hat Probleme, um den ersten einzuholen. Char. Zwei Sekunden. Aber aufsteigend. Nicht viel, aber es sind aufsteigende Zahlen. Becham hat Probleme beim Überholen. Das sieht man an den Zeiten. Ja, er kommt einfach nicht näher an den 1 ran. Tja. Also er kommt schon näher ran, aber es braucht einfach zu viel Zeit. Doch jetzt sieht gut aus. Da hat der Sabato wahrscheinlich irgendwie einen Verbremser gehabt in der Kurve. Und jetzt greift er an oder noch nicht? Nein, aber er bereitet den Angriff so, systematisch vor. Bald gibt es einen Angriff von Char auf Sabato. Der Pole Position. Beide nehmen die Endkurve wunderschön. Und jetzt auf der Geraden. Und Char holt auf, aber jetzt kommt noch nicht zum Angriff. Und da die S-Kurve, die Sabato beim letzten Mal ein bisschen Zeit gekostet hat, auch dieses Mal. Aber Char hat sich auch ebenfalls verbremst aufgrund von Sabato. Und es wird von Runde zu Runde immer näher an Sabato. Aber Char schafft noch keinen Angriff. Noch 9 Runden. Ja. Es wird richtig schwierig, auf Position 1 zu kommen. Zumal wir noch einmal in die Box müssen. Oh ja, da hat er Angriff. Aber er schafft es noch nicht. Er schafft es nicht. Aber er bleibt dran. Der Angriff startet, läuft noch von Char und da zieht er durch. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Und jetzt heißt es einfach nur mal vorwärts fahren. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Oh, Sabato geht in die Box. Das ist eigentlich eine recht gute Sache, denn dann könnten wir eigentlich auch noch in die Box gehen. Aber jetzt fahren wir erstmal hier Zeiten raus, um den Boxenstopp zu gewährleisten. Na, regnen kommt es nicht mehr. Ja, 32 Sekunden ist gut und recht, aber ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. So, ich würde sagen, in der nächsten Runde gehen wir in die Box. Machen nochmal Slicks drauf. Runden haben wir noch 7 Stück. Machen wir für 10 Runden. 9 Runden. 10 Runden. Machen wir für 10 Runden. Und ja, Teile reparieren müssen wir nicht. Boxenstopp, jo. So, wie sieht es denn hier bei Becham aus? Der hat momentan freie Fahrt, kann man sagen. Aber auch er muss nochmal in die Box. So, 36 Sekunden vor Sabato.
ist Ja. Und du musst auch in der nächsten... Du musst einfach. Und du tankst auch für circa 10 Runden. Na, Teilezustand, wie sieht denn das da aus? Ui. Ja gut, das passt schon. Fahrzufriedenheit. Kommt weit hinter. Hallo Real Shivai, herzlich willkommen bei mir am Stream. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, der Bechhol, der kommt wahrscheinlich nicht vorne hin. Schafft er nicht. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Also zum jetzigen Zeitpunkt wird er es auf jeden Fall nicht schaffen. Außer die anderen gehen auch noch in die Box rein. Dann könnten die Chancen doch recht gut sein. Und wir schalten mal schnell auf Ja um, denn der ist jetzt gerade in der Box. Fährt gerade raus. Wird zwar überholt, aber von einem Überrundeten. Und da schafft er es, noch rechtzeitig rauszukommen und hat die Überrundete vor sich und hinter sich. Und das ist so ein kleiner Pluspunkt, wo er hatte, wo natürlich dann auch der Sabato beschäftigt, die Überrundeten. Und das war natürlich Glück für ihn, weil so, und jetzt kannst du aggressiv weiterfahren. So. Bejomb auf dem 10. Platz. Und wir schauen mal. Vielleicht schafft er es, vielleicht auch nicht. Es sieht eher schlecht aus. Ja, Bejomb lässt zum Ende der Saison recht nach, muss ich sagen. Am Anfang war er gar nicht schlecht, aber jetzt so im Ende von der Saison lässt er recht nach. Ja, das hast du sowieso. Ja, erster und recht gut im Rennen. Bejomb 10. und 14 Sekunden hinter Santa Ana. Und nur noch, glaube ich, 6 Runden zu fahren. Ne, weniger sogar. 4 Runden sind noch zu fahren. Elf Sekunden jetzt noch. Bejomb kommt da vor. Jawohl. Er kommt vor. Nur noch weniger als eine Sekunde hinter Dreyfus. Aber es wird richtig knapp. Es wäre schön, wenn er so auf den 3., 2. Platz würde kommen, aber dafür glaube ich, ist er einfach zu weit hinten. Wie ich das sehe, ist so 5. Platz realistisch, aber auch das wird relativ knapp. 29. Runde hat angefangen. Noch 3 Runden hat er Zeit. Boah. Ja ist jetzt übers Ziel gefahren. Noch 2 Runden hat er noch vor sich.
Bechamp noch 3 Runden. Und er bekommt einfach den 9. nicht. Doch, jetzt hat er den 9. Der 8. muss in die Box, beziehungsweise ist beschädigt. Na, wenn die anderen auch so sind. So, Char geht in die letzte Runde. Bechamp zweitletzte Runde. Hat also noch Möglichkeiten vorzustoßen. Aber der Abstand sieht doch groß aus. Außer die da vorne haben auch irgendwelche Schäden oder Beeinträchtigungen. Dann könnte es wirklich möglich sein, dass er nach vorne kommt. Aber das sieht nicht so aus. Zwar noch 6 Sekunden, aber letzte Runde fährt er gleich an. Die letzte Runde hat begonnen für Bechamp. Und Char kommt als erster in das Ziel. Bechamp wahrscheinlich, so wie es jetzt momentan ausschaut, als 8. Ja, nee, das sieht ganz so aus als Platz Nummer 8. 3 Sekunden, ja, nee. Ja, 2 Sekunden, nee, aber doch, 7. Aber ja, nee, die anderen gehen jetzt in die Zielgerade, das schafft er nicht. 7. kommt da rein, das ist, ja, das ist okay. So, Char in die Box und als Sieger vom heutigen Rennen European Racing Serie in Italien. Wir gratulieren Char für den Sieg und Bechamp für den Platz Nummer 7. Hart. Ach nee, das ist der. Das sind die Reifen. Ja, Gratulation an der Stelle. Technische Abnahme. Die GMB führt verschiedene Tests an dir durch. Und wieder mal keine Regelverstoßung gekannt, gesehen, gesichtet. Und ja, das ist doch echt gut. So. Durchfahrtsstrafe. Eine Strafe vergeben. Und 6. sind wir dadurch. Ja, am Anfang gab es doch recht viel Randaleien. So. Teamchef Trantu. Yep. Wir sind immer noch 1. und 2. Bechamp muss einfach langsam mal wieder große Punkte einfahren. Weil nur noch 15 Punkte hinter Arbello, ja. Ne, das wird schon noch recht knifflig. Char macht eigentlich alles richtig und wir als Team sind wieder mal vorne mit dabei. Total glücklich, dass William Emmons bei Prairie ist. Das ist ein Dream Team. Okay. Hi, Shikoi. Herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Mit Punkten kriegt man Preise, aber ein Sieg wäre auch nicht schlecht. Achso, sah das ganz leicht aus. Ein verdienter Sieg für Char. Versuch's mal weniger Geld für Hubschrauber und Whirlpools auszugeben, um mehr in die Autos zu dran tun. Was? Hä? War doch jetzt kein schlechtes Rennen. Naja. Jo.
So. Dr. Proof ist auch gerade im Let's Play, im Livestreaming bei YouTube, Multiplayer Session. So. Marktfähigkeit, Zufriedenheit. Okay. Okay. Gut. Gesamteinkommen. Wir haben Sponsoren. Sponsorzahlen pro Rennen. Okay. Oh, cool, wir haben 85.000 Euro Gewinn gemacht. Yay! Bonus für Pole Position. Nicht schlecht. Tja. Bonus für schnellste Runde. Yeah. Very good. Speichervorgang. Und ich würde sagen, an der Stelle sage ich dann mal, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Samstag auf den Sonntag Livestream 24 Stunden von 10 Uhr morgens bis am Sonntag 10 Uhr morgens. Das wird heavy, das wird stressig für mich und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Mit diversen Spielen. Ich weiß noch nicht was alles, aber ja, es wird auf jeden Fall spannend. So, ich sag danke an der Stelle für die, die jetzt erst eingeschaltet haben. Sorry, ich gehe jetzt offline. Ich bin jetzt schon seit, glaube ich, 5 Stunden online, on air oder 6 Stunden. Oder, nee, ja, bald mal 6 Stunden Livestream. Das reicht mal für heute. Und, ja, wie schon gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen und ich habe noch was Kleines für euch.